Ich würde anfangen, aber ich weiß nicht, ob André, kaum zu sehen sein will. Okay, Nein, alles gut, kein Stress. abgeschluckt. Und Lass damit mich haben mal. wir unser Kult oben. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr reingeschaltet habt. Es ist Zeit für einen neuen Pixel Buddies Podcast. Und heute mit am Start ist zum einen Tristan, Hallo. Micha Moin. und André ist auch dabei. Hi. Hi, hallo. Cool, dass ihr Zeit gefunden habt und wieder über Videospiele sprechen wollt. Das trifft sich ganz gut. Bisschen was gespielt habe ich auch. Ich hoffe, ihr auch. Habt an irgendwas Spaß gefunden die letzten Tage. Bin sehr gespannt. Ja, haut raus. Ich glaube, wir können von mir aus gleich einsteigen mit den aktuell gespielten Sachen. Wer will anfangen? Micha? Kann ich gerne machen. Bei mir war es Clair Obscur Expedition 33. Ich habe ich habe gestern den ersten Akt abgeschlossen und so jedes Mal, wenn das Spiel Story, Präsentations- und Gameplay-technisch irgendwie einen Gang hochschaltet, dann aber richtig. Also es ist schwer, irgendwie darüber zu sprechen, über die Story oder sowas, ohne dass Mhm. ich irgendwie einen Spoiler droppe. Und ich habe das Gefühl, dass also bestimmte Sachen des Spiels holen mich nicht komplett ab. Es gibt auch einiges zu kritisieren. So, das Spiel ist ein Müh selbstverliebt, äh, was die, die Navigation, die Welt angeht. So, das Spiel geht davon aus, so, ja klar, weißt du, wo du bist, wenn du einen Tag nicht gespielt hast und dann hier wieder in die Welt droppst und weißt, wo du hin musst oder so. Es fehlt einfach eine Minimap. Mhm. Ähm, Was gerade dann auffällt, wenn man nicht in eins durchspielt, sondern irgendwie tatsächlich mal ein paar Tage Pause hat und dann wieder reinkommt und sich fragt, so, keine Ahnung, wo ich jetzt gerade auf der Map bin. Darf ich da was Ähm, einwerfen? Weil klar. das habe ich auch online sehr viel gelesen. Ich glaube, das verstehen viele Leute leider nicht. Die Navigation durch die Maps ist tatsächlich in den Maps selber drin, durch Lampen, Lichter und sowas. Das ist immer der Ja, Hauptpfad, dem klar. man folgen muss. Jein, trotzdem, wenn du Bock hast zu erkunden, dann Dann gehst du und das dahin, wo Spiel keine spielt sehr Lichter sind. regelmäßig, dann findest du dich halt irgendwo wieder, kommst irgendwo auf einen Pfad und selbst dann, ne, es ist eine Welt, die theoretisch zum Erkunden einlädt, aber wenn ich an einem Pfad bin, wo ich 4 Kreuzungen habe und mir überlege, was ich jetzt zuerst erkunde und jeder oder ein paar von denen gehen weiter rein als andere und ich bin jemand, der sicherstellen will, dass ich Mhm. erst alles erkundet habe, bevor ich weitergehe in vielen Fällen. Deswegen bin ich bei vielen Spielen halt auch extrem langsam. Ähm, dann fände ich es cool zu wissen, so, okay, ich bin hier jetzt am Ende von 'nem Pfad Ja. oder ich kann umdrehen oder hier gibt's vielleicht noch irgendwie sollte ich noch weitersuchen, weil hier gibt's noch was. Und das ist, wie gesagt, ist auch kein riesen Kritikpunkt an der Stelle, aber das ist auf jeden Fall 'ne Sache, die mir, äh, ja, aufgefallen ist. Ansonsten so das Kampfsystem ist einfach der Hammer. Active Time Battle, das heißt, wer schon mal Mario Luigi gespielt hat, so wenn man das Ganze quasi mit 'nem Nitro versät und gib ihm, dann hast du rundenbasiertes System, bei dem du parieren kannst und ausweichen kannst und theoretisch kannst du Bosskämpfe einfach so durchzocken, ohne dass du irgendeinen Schaden bekommst, was es aber auch irgendwie schwieriger macht. Also, rundum gefällt mir das Paket extrem gut. Grafik ist natürlich auch top. Ja. Und kommst du mit den Timings im Kampfsystem klar? Ich hatte jetzt schon ein bisschen von anderen Leuten und Freunden gehört, die es auch spielen, dass sie das Timing relativ schwierig finden. Habe dann aber auch gehört, dass man sich über die Audio-Cues ein bisschen Abhilfe schaffen kann und dass man mit VSync und auf 60 Frames locken, das wurde noch irgendwo genannt, aber was ich hauptsächlich gehört habe, dass auch ein Audiosignal ein bisschen immer so ein Wusch oder sowas kommt vor den Schlägen und dass man es damit ein bisschen einfacher hätte, in den Kämpfen die Timings zu finden. Mal mehr, mal weniger. Also, ich finde es schon anspruchsvoll. Ich spiele es auf dem normalen Schwierigkeitsgrad, äh, und ich habe schon auf jeden Fall größere Kämpfe, Bosskämpfe, muss ich dann halt zweimal machen oder so. Ist jetzt oder dreimal. Das ist aber immer noch so, dass es mich
dabei hält. Also es Hm. ist eine Herausforderung, von der ich das Gefühl habe, dass ich sie schaffen kann und dass ich das Timing lernen kann und so. Und das reizt mich. Es hilft wahrscheinlich nicht, dass ich teilweise direkt am Rechner spiele und teilweise über In-Home-Streaming. Hm. Das verändert das Timing dann ja doch nochmal ein bisschen und zum Teil sind die Zeitfenster zum Parieren und zum Ausweichen knapp. Ja, ich Ähm, habe das gerade mitbekommen. Wir kommen vielleicht nachher noch drauf. Beim Ausblick habe ich es jetzt drin stehen. Dabei ist es heute rausgekommen. Doom the Dark Ages. Das hat wohl einen sehr gut granular einstellbaren Schwierigkeitsgrad, so dass man auch die Timings unabhängig von anderen Faktoren einstellen kann. Das finde ich ganz cool. ja. Tristan ist verdächtig ruhig irgendwie. So, der hat Weil das ich dich Spiel ja stehen schon lassen durch. will. Ich bin jetzt irgendwie 14 Stunden drin und habe jetzt gerade Akt 1 durch. Und ich vermute, es ist eine Drei-Akt-Struktur, aber ich weiß es halt nicht genau. Und es wird ja als eins der kürzeren Rollenspiele angepriesen. Also irgendwie How Long to Beat sagt irgendwas zwischen 20 und 30 Stunden, Ja. glaube ich, für den Hauptpfad. Ich Kommst du wohl vermute, nicht ich bin mehr da nicht hin. mehr auf dem Weg, oder? Nee, wenn du jetzt schon bei 14 Stunden bist, dann hast du auch viel Sidequests, denke ich mal, gemacht. Also ich war so nach 10 Stunden bei Akt 1 mit ein bisschen Sidequests. Okay. Und wie viel hast du insgesamt gebraucht? 36 Stunden für die Hauptquest und mit Sidequests war ich bei 50 Stunden für 100% oder so. Also ich bin ja auf 100%, ich habe alles komplett gemacht. Ich glaube so 50, 55 Stunden irgendwas um den Dreh. Ich spiele aber auf einfach und dafür schäme ich mich auch nicht, weil die Timings sind genau das Thema. Ich bin ein alter Mann, das finde ich mehr so gut. Was mich tatsächlich aber stört ist, Dennis, was du gerade gesagt hast, das hatte ich, glaube ich, bei uns auch im Chat geschrieben. Das ist eine Sache, die mich stört, dass der Schwierigkeitsgrad hier nicht einstellbar ist, dass du sagst, die Timings und der Schwierigkeitsgrad der Kämpfe ist Mhm. getrennt, weil ich fand die Kämpfe auf einfach, zumindest im Akt 1 viel zu einfach. Später sind die auch knackig genug. Die Gegner gehen halt schnell runter, aber man selber kriegt ziemlich trotzdem auf die Fresse, wenn man es verkackt. Aber ich hätte mir hier gewünscht, ich könnte die Kämpfe auf normal stellen, aber das Timing auf einfach, weil selbst auf einfach ist es immer noch knackig, muss man dazu sagen. Also es ist nicht viel besser, es ist ein bisschen besser. Ja, der meist runtergeladene Mod für das Spiel ist anscheinend auch der Timings und so verändert. Ja, habe ich auch Der das schon Spiel gesehen, da in dass der das Richtung einfacher gibt. macht. Hatte ich auch überlegt, aber ich war schon fast durch mit dem Spiel, wo ich gesehen habe, dass es dafür 'n Mod gibt. Da habe ich mir gedacht: „Ja komm, jetzt ist auch egal." Hast du Ja. mehr ausgewichen oder mehr geparried? Ich habe 'n schönen Kommentar auf Reddit gesehen und den finde ich super. „Go Parry or go Marsch." Und den verteidige Okay. ich. Also für die Chaos noch nicht gespielt haben, Go Marsch ist dieses Ereignis ganz am Anfang, wo halt die Leute sterben. Was ja, also das ist kein Spoiler, das ist die Ausgangssituation, die auch in den Trailern erzählt wurde. Aber das wird halt die Gommage genannt und ich finde diesen Spruch so geil. Also ich bin voll nur Parry. Außer es gibt ein paar Angriffe, wo Ausweichen sinnvoller ist. Da habe ich es dann gemacht, aber ansonsten nur parieren. Ja, kann ich mir auf normal noch nicht leisten. So, dass die Ja, Parry-Windows sind so klein und wenn du die Attacken noch nicht kennst, du stirbst so schnell. Hm. Ja, das da habe ich auch auch erlebt. leicht auch. Das habe ich häufig gehört, dass es so One-Hit-Kills gibt bei den Bossen und so. Aber klingt auf jeden Fall spannend. Ja, würde mich auch super interessieren. Anscheinend tut ja die Story auch viel, weil ihr da relativ schweigsam drüber seid, was auch gut ist. Wollen ja nicht spoilern hier, aber die Prämisse ist halt auch einfach Also cool. ich muss ja auch mal anmerken, was ich richtig krass finde, ist, jeder, der das Spiel spielt, spoilert auch nicht. Also, wenn man sich mal Hm. erinnert, jetzt nicht bei Spielen, aber ein prominentes Beispiel, wo Star Wars Episode 7 rauskam, da war ja alles direkt gespoilert und die Leute haben das auch einfach gemacht. Und bei Clair Obscure habe ich wirklich, und ich bin ja sehr viel Reddit und so unterwegs und YouTube, wo es um dieses Thema geht, es gibt keine Spoiler, die nicht als Spoiler markiert sind. Das ist so krass, das habe ich noch nie erlebt, dass die dass die Community so konsequent ist, weil jeder weiß, was ein Spoiler anrichten kann bei dieser Story. Hm. Also, das Ja, ist faszinierend und lobenswert. ja, ich hatte das auch schon auf ein paar Reddits, die sich wirklich sehr, sehr gut daran gehalten haben, auch gerade bei Spielen, wo es wichtig ist. Zum Beispiel bei einem meiner Lieblingsspiele, Outer Wilds.
Und wenn jemand beim Rätsel nicht weiterkam, dann wurde man so ganz leicht darauf hingewiesen: „Hier, guck noch mal da“, damit man auch wirklich nichts verrät, weil, bei wenigen Spielen ist es so wichtig, mit einem ja, ohne Vorwissen da ranzugehen, weil alles, was du dem Spiel entnimmst, ist halt das, was du weißt. Und wenn du es einmal gespielt hast, dann hat sich das Spiel erzählt und das Mysterium ist gelüftet. Das fand ich auch sehr, sehr cool, wie in dem Reddit damit umgegangen wurde und wie vorsichtig da alle waren. Und scheinbar macht das zumindest so ein bisschen den Trend, weil ich habe jetzt auch gesehen, bei Kingdom Come Deliverance, wird auch ordentlich markiert und, drauf geachtet, dass nichts gespoilert wird. Ja, finde ich schön, dass das mal ein Trend ist, dass die Leute das so machen, weil also gerade bei Clair Obscur ist es halt unfassbar wichtig. Was ich bei Clair Obscur aber geil finde, ist, ich spiele es ja gerade im New Game Plus, und, wenn du das Spiel noch mal spielst mit dem ganzen Wissen, es ist halt insane, was dir gezeigt, also, was du dann siehst auf einmal und Mhm. verstehst. Also, wirklich von der allerersten Minute an siehst du Sachen ganz, ganz anders, weil und verstehst sie ganz anders. Also, deswegen, auch wenn du jeden Twist kennst, den kompletten Plot kennst, lohnt sich 'n New Game Plus einfach, weil du da stehst: „Oh, ach so!“ Es ist wirklich geil. Also, deswegen, ich bin grade im New Game Plus, bin da noch aber relativ am Anfang. Da gehe ich jetzt auch 'n bisschen gemächlicher ran, und nehme mir jetzt viel mehr Zeit zum Erkunden. Also, ich habe mir schon viel Zeit genommen, aber jetzt nicht so aufm, Micha-Level, aber das werde ich jetzt für den zweiten Durchgang machen. Ähm, und, ja, genieße das einfach und gucke halt jetzt mit Adleraugen auch wirklich und lese alles ganz genau durch, um wirklich auch so die Hints zu erkennen, weil es wird sehr, sehr viel von Anfang an eigentlich gesagt, man versteht's halt nur noch nicht und das, finde ich sehr cool. Und ich habe festgestellt, ich habe mich ja jetzt auch mit den Lyrics vom Soundtrack auseinandergesetzt, und ich muss sagen, so, also, die Franzosen tun mir ein bisschen leid, weil bei 1, 2 Liedern, wo es wirklich eigentlich nur auf Französisch ist, wird halt einfach das ganze Spiel gespoilert. Also, hier auch, wer das Spiel noch am Spielen ist und sich denkt: „Boah, die Lieder sind so geil, weil sie sind es“, und sich interessiert, für was wird da gesungen, googelt es nicht. Das sind einfach Spoiler von dem Spiel. Nice. Gut, gut, ja gut, kann mir nicht passieren. In, Französisch bin ich nicht so bewandert, aber schon interessant, dass die dann mehr oder weniger 'n Nachteil haben. Ich habe jetzt noch keine Kommentare von französischen Spielern, gesehen, die gesagt haben: ich Ich weiß schon alles.“ Ich habe 1, 2, ja, es ist immer noch kryptisch, aber man Mhm. kann halt vielleicht halt drauf schließen. Wenn man das Wissen hat, dann ist es natürlich super offensichtlich. Was ich wiederum cool finde, ist, dass sie dieses Intro-Lied, was, im Hauptmenü gespielt wird, das wird auch am Ende noch mal gespielt. Im Hauptmenü ist es aber so 'ne Mischung aus Französisch und irgend 'nem Wirrwarr, Mhm. und im Outro-Song ist es dann wohl nur Französisch. Wo dann Okay. der eigentliche Text quasi ist, der halt auch 'n kompletter Spoiler der Geschichte ist. Das finde ich auch 'n Ja. sehr, sehr cooler Move von denen gewesen, also da so 2 Varianten rauszuhauen, die man halt am Anfang nicht verstehen kann und dann am Ende kann man's erst verstehen. Ja, das klingt ein Hm, bisschen nach, Nier Automata. Die hatten, glaube ich, auch einen Mix aus Japanisch, Englisch, teilweise aus deutschen Wörtern dazwischen. Das war auch sehr interessant, die, Texte da mal durchzugehen. ja, auch 'n großartiges Spiel zum mehrfach durchspielen, Ja, was auf jeden den Fall. Also, ist den ja Kontext dann teilweise immer ein wieder verändert. bisschen sogar gefordert. Also, ich glaube, 3 Enden muss man spielen, um wirklich die Grundstory gespielt zu haben. Es klingt man sagt immer, man muss es dreimal durchspielen. Es wiederholt sich teilweise schon, aber es gibt starke Unterschiede und, Durchgang 2 und 3 sind auch nicht so lang wie der erste Durchgang. Ja. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, mit dir, Tristan, die Story irgendwann mal auseinandernehmen zu können. Ich habe Vorstellungen davon, wo das Ganze hingeht. Also, äh, da sind Sachen dabei, wo ich mir denke: „Oh ja, okay, könnte ich mir vorstellen, dass das hier hindeutet oder dahin deutet.“ Und dann sind wieder Sachen dabei, du weißt also, wie gesagt, gerade Akt 1 durch, das heißt, du weißt, was ich gerade durchgemacht habe. Ähm, und da waren auf jeden Fall Sachen dabei, die ich überhaupt nicht kommen sehen habe und was die, äh, echt fantastisch gehandelt haben. Ist einfach eine fette Empfehlung, das Ding. Ja, und es wird übrigens nur noch besser. Also, Okay, jeder Akt ist besser als der vorherige. Es wird nur noch besser, ja. kann ich dir schon mal versprechen, ja. Aber ich Auch die Art kenne und Weise, wie der Bösewicht gerade aufgebaut wird, ist einfach Zucker. So der
jedes Mal, wenn der auftritt, zieht er quasi die Luft aus dem Raum und, ist so ein Moment, wo du einfach 'n Groschen fallen hören kannst, irgendwie so auch in der Spielwelt. Sie hat einfach 'ne Gravitas, die er mitbringt. Momentan noch keine Ahnung, wie sich das weiterentwickelt. Auch da habe ich meine Überlegungen, aber die sind für 'n anderes Video. Ja, ich wollte gerade sagen, ich kenne diesen Drang, wenn man gerade an so einem Spiel ist und eine Entdeckung nach der anderen hat und Vermutungen anstellt und am Rätseln ist. Man will einfach mit anderen Leuten sich unterhalten und will Fragen stellen, aber eigentlich will man auch gar keine Antworten darauf haben, weil man selber weiter rätseln will und diese Enthüllung, haben. Das, ist Ja. immer Da war deswegen fiebert man dem Ende so, entgegen, um dann endlich frei sprechen zu können. Also, kleine Nebenbemerkung, diesen Drang, den hat meine Mutter immer ganz stark. Das war ganz schlimm, wo ich Game of Thrones mit denen geguckt habe, mit meinen Eltern. Mhm. Weil ich habe die Bücher gelesen, ich wusste halt, was passiert und meine Mutter hat mich dann immer so angeguckt, so, und hat dann so eine Theorie gesagt und hat dann versucht, in meinem Gesicht zu lesen, ob ihre Theorie korrekt ist. Ja. Aber ich würde da gerne den Schwenker nehmen, wenn ich grad von meiner Mutter rede, weil ich habe noch ein zweites Spiel gespielt. Für VR, und zwar, Devil's Roulette. Das ist ihr kennt bestimmt Buckshot Roulette für 'n Mhm. Computer, normal. Nein. Ist 'n kleines Indie-Game, relativ cool, so 'n bisschen russisch Roulette mit Gegenständen und so was. Du hast halt mehrere Leben und da gibt's 'ne VR-Variante jetzt für und ich habe meine Mutter dazu gebracht, das mit mir zu spielen. Es war sehr, sehr witzig. Sie hat mich gehasst, weil ich, das Spiel natürlich viel schneller verstanden habe als sie. Ist super lustig, kann ich für die Meta-Quest tatsächlich empfehlen. Es ist sogar aktuell noch kostenlos. Ich glaube, das wird später erst was kosten. Und das Spielprinzip ist halt einfach, man spielt gegeneinander russisch Roulette, in Anführungszeichen. Und zwar läuft es ab, man hat halt eine normale Pistole, da sind dann, scharfe Munition drin und, nicht scharfe Munition, Platzpatronen. Und man kann entweder auf sich selber schießen oder auf 'ne anderen. Und wenn man auf sich selber schießt, da ist 'ne Platzpatrone drin, ist man noch mal dran. Wenn man auf den Gegner schießt, verliert er halt 'n Leben, kann sich auch selber Leben abziehen und man hat so Gegenstände, man kann Leben zurückbekommen oder man kann Energy Drink trinken und dann ist Slow-Mo und dann kannst du der Kugel ausweichen und so was. Ist sehr, sehr lustig, ist 'ne schöne Mischung aus Glück und Strategie und einfach unfassbar unangenehm in VR, wenn du da sitzt und du musst dir halt selber Kanone an den Kopf, ne? Also, das ist unfassbar unangenehm, aber das macht das Spiel tatsächlich aus. Sehr, sehr cool, hat meiner Mutter auch Spaß gemacht. Also, die ist, auch 'n bisschen älter, und ist trotzdem offen für so was, finde ich immer cool. Sie hat das einzige Problem war mit dem Energy Drink, weil sie 'n bisschen älter ist, sie kann sich nicht mehr so gut bewegen und dann hat sie wohl versucht auszuweichen, aber nur so 'n kleines bisschen und wurde dann trotzdem von der Kugel getroffen. Dann ist sie später einfach komplett auf der Couch auf die Seite gelegt, damit's auf jeden Fall funktioniert. Ich wollte gerade sagen, Gibt es 'n Hot Seat Buckshot. Modus? Oh, sorry. Nein, ich wollte nur gerade nachfragen, weil Buckshot Roulette ist eigentlich 'n Singleplayer-Spiel, ne? Und das, was du jetzt sagtest in VR, ist 'n Multiplayer-Spiel und, Ja. man spielt, beide Personen mit der VR-Brille? Ja, also, bis zu 4 Spieler. Es gibt auch Singleplayer, aber der ist vernachlässigbar. Da gibt's nur 3 Stufen, ist jetzt nicht so spannend. Mhm. Und, Multiplayer bis 4 Personen. Wir haben bis jetzt nur zu zweit gespielt. Ich will das noch mit ein paar anderen auch mal zu viert spielen, wo es wahrscheinlich dann noch strategischer wird, weil du ja auf 3 verschiedene Leute dann schießen kannst. Und, da ist der Hauptfokus definitiv, Multiplayer. Und sehr cool, muss ich sagen. Also, macht Spaß. Nice. Und das ist, ihr spielt das im Hot Seat Modus oder habt ihr beide 'n VR-Headset? Ne, meine Mutter, die wohnt 'n bisschen weiter weg. Die hat ja auch 'ne Ah, VR-Brille. Ich glaube, das hatte ich mal erzählt, dass wir Kinder ja. meinen Eltern 'ne VR-Brille gekauft haben, weil ich die angefixt habe und dann haben wir zusammengelegt und haben denen 'ne MetaQuest 3 gekauft. Ah, nice. Gibt es davon 'ne oder die Möglichkeit, dass eine Person auf'm PC spielt und eine Person in VR? Das glaube ich nicht, also Weil ich kenne das von, diesem Bombenentschärfungsspiel, aber da ist es halt der Trick dabei, dass der eine die Anleitung ja, hat, ja, die Person, die am PC sitzt oder sitzen kann oder 'nen ja, Browser, glaube ich sogar. Und, ja, das keep Keep talking talking, and nobody nobody ja, genau, explodes. Genau, ja. genau, das meinte ich. Das habe ich ja auch für Ähm, die Quest. ja, das war auch Das sehr habe ich auch spaßig. für hier. Ja. Es ist für Quest tatsächlich noch, also, in VR ist das grade auch noch mal geiler, wenn du halt so vor dir dieses 3D-Objekt hast und das Mhm. wirklich herumdrehst, statt auf einfach nur auf'm 2D-Bildschirm. Ist ja auch sehr cool, ja. Aber ne, das ist, glaube Ist bei ich, mir rein VR. ist bei mir immer daran gescheitert, dass die,
dass wir nie die Anzahl an PDFs ausgedruckt haben. So, Es es wir macht haben einfach weniger Spaß, wenn du das auf einem Tablet irgendwie Ja. da durch die ja, Anleitung scrollen musst oder sowas. Ja, ich hatte auch das Gefühl, man ist immer ein bisschen schneller, wenn man das in gedruckter Form irgendwie vor sich hat und die Person das ein bisschen auf dem Couchtisch oder sowas schon ausbreiten kann und, statt da digital durch dieses Handbuch zu blättern. Und, ihr habt das, auf der VR-Brille nativ gespielt, also nicht irgendwie am PC angeschlossen, sondern ne, gibt's im Metastore. genau, meine Eltern haben keinen PC, der PC VR-fähig ist. Der ist 'n bisschen älter. Das läuft alles nativ über die Quest. Also, ist 'n nettes kleines Spiel. Wie gesagt, ist aktuell noch kostenlos. Es hieß, es wird mal was kosten. Keine Ahnung, also, so steht's im Store und ich habe es einfach mal runtergeladen und habe gesagt: „Ey, lass mal ausprobieren. Sieht wie das andere Spiel aus, ist bestimmt witzig.“ Und war's. Also, das werden wir definitiv auch noch mal spielen. Meine Mutter wird mich hassen. Ja, sieht auf jeden Fall sehr makaber aus, ist aber vom Look sehr dicht an, der Ja, das Vorlage Buckshot Roulette. Dies ist 'ne Kopie. 'Ne Kopie mit 'n bisschen Multiplayer, 'n bisschen eigenen Ideen. Es sind auch andere Gegenstände, aber ja. Aber ist ja auch okay. Also, es gibt kein Buckshot Roulette VR offiziell. Ja, cool, cool. André, hast du auch was gespielt, worüber du berichten magst? Ja, ich bin jetzt, durch mit den Balatro-Challenges. Ich habe ein paar Freunde, mit denen da betteln wir uns immer. So zum Beispiel, Halls of Torment, alle Challenges machen oder, halt bei solchen Spielen, wer als erstes alle Challenges, alle Achievements bei Steam zum Beispiel hat. Jetzt hatten wir, Balatro, also das Pokerspiel, worüber wir ja auch schon mal gesprochen hatten. Und da bin ich jetzt mittlerweile bei allen Challenges durch. Die letzte war sehr hart, weil das ist halt ein Pokerspiel, wo man auch mit Jokern ja, Jokern spielt, die Hand dann verbessern, multiplizieren und du eine gewisse Punktzahl erreichen musst. Aber die letzte Challenge ist, man muss diese Punkte erreichen ohne Joker. Und die war so hart, da habe ich echt lange dran gesessen. Aber meine Freunde auch. Und das war dann befriedigend, als ich die Challenge geschafft hatte und denen dann zugeschaut habe, wie die sich einfach nur noch geärgert haben, weil es nicht geklappt hat. Und das ist dann leicht befriedigend. Jetzt habe ich mit nicht Balatro, Brotato angefangen und schalte da so langsam mal alle Charaktere frei. Ist auch ein gutes Spiel für zwischendurch. Ja. Äh, Oft bin ich am Anfang ja mit dabei, wenn wir sowas machen. Ja. Oder das Spiel wird von mir irgendwie in die Runde gebounced. Und sobald der Aspekt dann anfängt mit, okay, ab hier brauchen wir halt irgendwie 20, 30 Stunden die Woche, äh, Um das um, durchzusuchten. um zu gucken, dass die Achievements alle fallen, Ja. bin ich dann meistens raus. Das kriege ich nicht hin. Ja, das habe ich Aber dann bei einigen Spielen. Aber coole Idee, dass ihr euch dann quasi selber die Herausforderung stellt, wenn das Spiel scheinbar keine Herausforderung mehr für euch bereithält. Nee, das ist dann sitzt man auch so zusammen abends im Discord und schnackt dann irgendwie: „Ja, hast du die Challenge denn noch nicht?“ und so und dann: „Ja, nee, habe ich noch nicht. Na gut, dann fange ich jetzt an“ und dann guckt man sich so zu und wie Michael auch schon sagte, meistens ist es so 'ne Runde geht zu Ende und dann fängst du einfach 'ne neue an und du kannst einfach nicht aufhören und dann sitzen wir da teilweise noch bis 11, 12 Uhr abends, obwohl wir am nächsten Tag arbeiten müssen und versuchen doch noch diese Challenge zu schaffen, damit wir's hinter uns haben einfach auch und diese Häme nicht mehr aushalten müssen. Und, Aber guter Punkt. Wir können auch unbedingt mal eine Folge über die ganzen Trophy-Hunting und sowas machen. Da bin ich komplett raus. Ich kann da gerne teilnehmen, aber da habe ich ja. wenig zu sagen. Mir fehlt aber auch tatsächlich ein bisschen das Verständnis dafür. Aber es ist ein interessanter Aspekt. Ich glaube, es ist heute nicht mehr ganz so ein großes Thema wie damals, als PlayStation 3 und Xbox Achievements der heiße Scheiß waren und das so ein bisschen angefangen hat und da man seinen Gamerscore mit hochtreiben konnte und quasi den digitalen Schwanzvergleich machen konnte. Ja, ich liebe Aber es eigentlich, ja. Also, ich mache es gerne. Ich habe es, Elden Ring zum Beispiel zu 100% durchspielen, weil ich das Spiel selber auch sehr mochte. Habe ich dann insgesamt 3,5 Mal durchgespielt, bis ich alle Achievements hatte. Musst ja auch schon mindestens 3 Mal, musst ja 3 verschiedene Enden auch schaffen. Und, besonders schwer sind solche Challenges, wenn man Multiplayer-Spiele spielt. mhm. Hand zum Beispiel spiele ich Boah. ist auch wieder so 'n Spiel, wo Michael mit um die Ecke kam und
Dann hat er das angefangen und bei Hand kann man 100-mal prestigen. Also, du levelst den Charakter auf und kriegst immer mehr, Fähigkeiten, die du dann dazu bekommen kannst für deinen Hunter, die du dann nach dem Kampf, wenn der überlebt, die du dazu packen kannst. Und diese Level gehen bis 100. Und wenn du dann bei 100 bist, dann kannst du Prestige, dann wird alles wieder zurückgesetzt, dein Geld runter, deine ganzen Hunter weg und fängst im Prinzip das Spiel wieder von vorne an und hast halt nur die Erfahrung, die du mitgenommen hast. Und, ich glaube, da bin ich mittlerweile bei 36 oder 37. Und, ich glaube, Michael, du warst irgendwo 2 oder Da war's jetzt 3. ein bisschen leise, aber ich wiederhole es gerne noch mal. Ich glaube, ich bin, Prestige Level 2 oder sowas gegen deine Ja, genau. 30, 40. Ja, das ist so. Dann kommt Michael immer mit so einem guten Spiel um die Ecke und dann geht's rund und wir spielen das alle und ich habe bestimmt schon, ich will nicht, über 1.000 Stunden in dem Spiel. Wirklich viele Stunden. Und, ja, dann irgendwann laufe ich Gefahr, dass ich das einfach nur noch alleine spiele. Und dann muss das nächste Spiel wieder her. Ja, ich hatte das auch häufig damals noch zur PlayStation 4-Zeit, mit einem Kumpel, der kam dann immer an, ob ich Spiel XY hätte und Zeit für einen Multiplayer. Er bräuchte dann noch Achievements und dann habe ich mit ihm Multiplayer gespielt, obwohl ich von dem Spiel meistens keine Ahnung hatte. Und, dann habe ich auf seine Anweisungen gewartet und so von wegen: „Stell dich dahin oder stell dich dahin, wir müssen jetzt Folgendes machen.“ Ich so: „Okay, und wofür das Ganze?“ „Ja, ich brauche dieses Achievement noch.“ Ich: „Ah, okay.“ Ja. Alles klar. Aber bei manchen Dingen habe ich mich auch gefragt, wie soll sowas jemals im normalen Spielbetrieb eigentlich funktionieren? Das funktioniert eigentlich nur, wenn man sich abspricht und das zusammen quasi im Koop macht. Ja, auch eins der schwereren Achievements war dann auch bei Hunt Showdown. Da musst du eine bestimmte Fähigkeit bekommen haben, die du normalerweise gar nicht nimmst. Dann musst du in der Welt selber einen Hammer finden. Diesen Hammer musst du dann auf einen Gegner werfen, der dabei stirbt. Und das ist einfach so unwahrscheinlich, dass man das hinbekommt. Oh, dann habe ich das geschafft und ich war so happy, als ich das durch hatte. Damit habe ich das Spiel dann auch quasi gehundertprozentet. Ja. Oh, ne, Ich ich glaube, liebe das sowas. Schlimmste, an was ich mich erinnere, was da in der Gruppe bei uns los war, war vor ein paar Jahren habt ihr alle Teamfight Tactics gesuchtet. Oh ja. Und ich habe eine Weile versucht, da irgendwie, mit reinzukommen. Und wenn man das von außen betrachtet, ist es einfach das langweiligste Spiel zum Zugucken. Und da der ganze Smack-Talk halt auch nur über das Spiel geht, war das dann halt einfach und es war so das hat halt einfach den kompletten so ein Kollege von uns war irgendwie am Reisen, hat mitbekommen, dass da also, hat quasi seine Heimkehr beschleunigt, ist durch die Ja. Tür gekommen, den Rechner hochgefahren und hat Sagt dir die versucht, ehrliche da, Scheiße. wieder mitzuhalten und hat dann die nächsten 10 Stunden durchgesuchtet, so nach dem Motto. Ähm, nur um halt in die höhere da ging es halt nicht um Achievements, sondern wer kommt als Erstes auf Diamant und welche Klasse spielst du gerade? Bist du noch auf Gold? Bist du auf, weiß ich nicht, Ja, Platin oder was auch immer? ja, ja, Oh, ja. Das war auch 'ne schöne Zeit. ne, das war ganz schlimm. Ach ja. Ne, da habe ich, wie gesagt, zwei Kollegen, mit denen ich das regelmäßig solche Rennen mache. Und ja, da bin ich jetzt bei Balatro durch. Wie gesagt, jetzt bei, Brotato alle Charaktere freischalten und dann mal gucken, was da kommt. Ansonsten Ja, stecke ich immer noch bei Hand. Okay, cool. Dann bleibt eigentlich nur noch ich. Mit meinem kleinen Spiel, was ich angefangen habe. Ich habe tatsächlich Final Fantasy Rebirth erstmal unterbrochen, weil es war einfach zu viel Final Fantasy. Es war auch keine gute Idee, Remake und Rebirth hintereinander wegspielen zu wollen. Also habe ich mir da ein bisschen viel vorgenommen. Das war mir dann ein bisschen viel Final Fantasy. Irgendwie ging das damals bei der Mass Effect Collection besser in einem Rutsch durch. Das waren auch, keine Ahnung, ich glaube 120 Stunden. Naja, aber was dann ein bisschen meine Aufmerksamkeit erregt hat, war Kingdom Come Deliverance 2. Das kam, glaube ich, im Februar, März schon raus, schon ein bisschen her. Und ich habe damals den ersten angefangen, bin aber tatsächlich damals abgeprallt, hauptsächlich wegen des Kampfsystems. Aber an sich hat mich das schon interessiert, weil es ein sehr realitätsnahes Rollenspiel ist, von Warhorse Studios entwickelt und spielt quasi im heutigen Tschechien, 14. Jahrhundert. Und ist ja, im Prinzip ein klassisches Rollenspiel aus der Ego-Perspektive. Man denkt jetzt schnell an
Skyrim und so weiter. Allerdings, wie gesagt, das ist sehr in der Realität verhaftet. Man hat jetzt keine Drachen und Zauberer, die einen da übers Ohr hauen, sondern müssen einfacher Bauernjunge im Prinzip, der jetzt zwischen die Fronten von einem Krieg gerät. Und da bin ich jetzt auch so etwa 20 Stunden drinne, habe es gerade geschafft, meinen Hund wiederzufinden und mein Pferd wiederzufinden nach dem Intro. Und was ich auf jeden Fall sehr cool fand am Anfang, ich hatte ja den ersten nicht fertig gespielt. Ich habe mir zwar vorher schon mal eine Zusammenfassung der Story angeguckt, um da ein bisschen Plan wieder davon zu haben. Ich wusste grob, worum es geht. Aber was sie sehr schön gemacht haben, ist, wie Spieler, die den ersten Teil nicht gespielt haben, in die Story reinzuholen. Man hat am Anfang, bevor man überfallen wird und dann auch seine Erfahrung ein bisschen verliert, 'ne Szene, wo die Charaktere ums Lagerfeuer sitzen und sich quasi die Geschehnisse aus dem ersten Teil quasi gegenseitig erzählen und wird so quasi wieder in die Geschichte reingeholt und hat teilweise sogar noch Dialogoptionen, um wichtige Entscheidungen aus dem ersten Spiel quasi nachzuholen, was auch so ein bisschen wie bei Mass Effect ist. Die hatten damals solche Comics, die man gelesen hat und konnte beim Durchklicken der digitalen Comics diese Entscheidungen dann nachholen. Ja, bis jetzt sehr cool, sieht fantastisch aus, läuft auch wesentlich besser als der erste Teil. Der hatte damals unheimlich Performance-Probleme, was hauptsächlich an der Optimierung lag. Aber das läuft jetzt bisher sehr, 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 sehr gut, auch auf dem Steam Deck tatsächlich, was mich wundert. Zwar auf den niedrigsten Einstellungen, aber da habe ich tatsächlich stabile 30 Frames, was bei dem Spiel auch machbar ist. Und Ähm, es sieht nicht nach Grütze aus. Ne, auf keinen Auch Fall. wichtig. Also, durch den kleinen Bildschirm und selbst auf niedrigen Einstellungen. Ich habe auch mal auf'm PC und auf'm großen Monitor verglichen, was ich auch häufig bei Digital Foundry und so weiter sehe. Der Unterschied, also, wenn man jetzt 4 Stufen an Grafikeinstellungen hat, der Unterschied zwischen der höchsten und der zweithöchsten, der ist mittlerweile so minimal, kostet aber so viel Rechenleistung, dass es da meistens auch Diminishing Returns irgendwie sind. Und auf dem Steam Deck mit dem kleinen Display, selbst die niedrigste Grafikeinstellung sieht immer noch okay aus. Ja, da bin ich jetzt 'n bisschen drinne und muss auch sagen, die Welt ist halt super cool. Also, es ist super kleinteilig. Man hat viele Mechaniken, zum Beispiel das Schmieden oder ein Alchemiesystem, wo man dann Tränke brauen kann oder sein Schwert wieder schärfen muss. Es hat einen relativ großen Anspruch, was so Realismus angeht. Zum Beispiel hat man, wenn man Klamotten anzieht, nicht die üblichen Torsoplätze für Arme, Beine, Kopf und eben Torso, sondern man hat der Realität nachempfunden auch noch Schichten von Rüstung, also so, dass man dann Plattenpanzer nicht einfach auf die nackte Haut ziehen kann, sondern man muss darunter erst so 'n Wams ziehen, quasi eine Polsterung, um das dann anlegen zu können. Das nutzt sich auch leider alles ab mit der Zeit, wie wir es aus Zelda schon kennen. Es geht aber relativ langsam und dadurch, dass man relativ früh schon zum Schmied kommt, kann man das auch alles jederzeit wieder reparieren. Aber das ist so der Anspruch am Spiel, dass man halt ja, auf sein Equipment achtet. Man hat ein Hungersystem, man muss schlafen. Das, was bei anderen Rollenspielen vielleicht schon dieser Hardcore-Modus wäre, wie man vielleicht aus Fallout kennt, ist da halt schon quasi Spielbestandteil von vornherein. Oh, Verzeihung, das war mein Mikro. Ähm, ja, jetzt kam tatsächlich per Update vor 2 Wochen der eigentliche Hardcore-Modus für auch dieses Spiel. Und das Interessante daran ist, dass man bei der Charaktererstellung tatsächlich sogar noch Negativ-Perks auswählen muss, die einem manchmal per Zufall oder per dauerhaft irgendwelche Mali geben. So kann man zum Beispiel beim Kräutersammeln sich die Hüfte verstauchen. Wenn man sich kniet und dann wieder hochkommt, kommt, dann hat man 'ne Zeit lang ist man dann gezwungen zu humpeln und ist quasi in der Geschwindigkeit gehindert wie beim Überladensein. Das fand ich ganz witzig. Da gibt's noch einiges, was das Spiel dann einen 'n bisschen schwerer macht. Dann ist auch das HUD ausgeblendet zum Beispiel. Und das Kampfsystem wird damit noch ein bisschen schwieriger, was sie allerdings im Gegensatz zum ersten ein bisschen vereinfacht haben. Das ist jetzt ein bisschen flüssiger, ein bisschen intuitiver, mehr auf die Animationen ausgelegt und man kann die besser lesen, die Timings. Ist der Schwierigkeitsgrad, wenn du sagst Hardcore-Modus, kann ich das so verstehen wie bei Baldur's Gate 3 zum Beispiel der Honor-Modus, einmal tot, immer tot?
Und Oder, das müsste ich tatsächlich nachgucken. Ich glaube nicht, weil auch das Speichersystem, ich will es nicht versprechen, aber ich kenne das Speichersystem ist auch ein bisschen was Besonderes, weil man, entweder im heimischen Bett schlafen muss. Ich weiß jetzt nicht, wie das im Hardcore-Modus ist. Es kann sein, dass man im Hardcore-Modus tatsächlich den Trank benutzen muss. Also, man hat im Prinzip 3 Arten zu speichern im Spiel. Es speichert tatsächlich, wenn man das Spiel beendet. Ansonsten, braucht man den Retterschnaps, den kann man auch selber brauen. Das ist quasi so ein bisschen wie bei Resident Evil damals mit den, Farbpatronen beziehungsweise den Farbbändern für die Schreibmaschine. Man hat zwar die Möglichkeit, an der Schreibmaschine zu stehen, aber kann erst speichern, wenn man auch dieses Farbband hat. Oder man schläft im eigenen Bett. Man hat mehrere Betten, in denen man kann auch in fremden Betten schlafen, da wird das Spiel aber nicht gespeichert. Inwiefern das jetzt durch einen Hardcore-Modus noch beeinflusst wird, weiß ich jetzt nicht ganz. Und ob das auch so wie bei Baldur's Gate ist, dass man dann quasi einen Tod quasi das Ende des Spiels Permadeath. bedeutet. Ja, genau, danke. Ich glaube tatsächlich nicht, dass es bei denen auch so ist. klingt auf jeden Fall immer noch nice, aber es klingt auch einfach nach so einem langen Spiel. Ja, Das ist bei mir immer so 'n Jahresunterfangen. Man kann sich da ordentlich drin verlieren, auch in diesen ganzen Details. Also, es ist auch ich habe schon überlegt, ob ich noch mal 'n eigenes Video mache zur Atmosphäre, weil ich habe mir den Spaß mal gemacht, den Soundtrack, der auch schön ist und klasse orchestriert, live eingespielt, macht großen Spaß, aber ich habe ihn mal ausgemacht und bin am Anfang, als ich noch kein Pferd hatte, war ich halt gezwungen, zu Fuß von Dorf zu Dorf zu gehen und man geht dann durch Wälder und Felder und diese Audiokulisse ist einfach Wahnsinn. Spätestens wenn es dann anfängt zu regnen und man hat einen Metallhelm auf und der Regen blinkt dann oben auf dem Metallhelm und der Wind rauscht durch die Bäume. Das macht schon sehr großen Spaß und das haben sie richtig gut gemacht. Man hört dann Schafe aus einem Dorf, was im Spiel vielleicht 'n Kilometer weit entfernt ist, nur weil der Wind richtig steht. Da kommt schon gut Atmosphäre und Immersion auf. Ja, ich hatte beim ersten Teil hatte ich ein bisschen das Problem, da hatte ich dann auch angefangen, dass ich, wenn du wirklich alles erkunden willst da, dann habe ich gleich gemerkt: „Boah, shit, dieses Spiel wird richtig viel Zeit in Anspruch nehmen.“ Und dann habe ich lieber die Reißleine gezogen, bevor ich da wirklich richtig viel Zeit drin versenke. Das hatte ich dann bei einigen Spielen, bei dem Fallout 4 war das damals auch, wo ich aus dem Bunker rausgekommen bin und 8 Stunden gespielt habe und habe nicht mal das erste Dorf da gelootet, weil man dann natürlich auch jeden Stein umdreht und so und, oh, da kann ich mich ganz schnell verlieren, weil ich dann nicht der Hauptquest folge, sondern da habe ich so richtig Aufmerksamkeitsdefizit. So, ich laufe der Quest lang, oh, 'n Schmetterling und dann laufe ich Mhm. zur Seite weg und, oh, der Stern sieht aber auch interessant aus. Vielleicht ist da ja was hinter und dann laufe ich zu diesem Stein und von da zu 'nem anderen Baum und plötzlich bin ich ganz woanders. Und, da habe ich bei dem Spiel gleich gemerkt: „Oh, das bietet mir aber 'ne Menge Möglichkeiten.“ Das stelle ich erst mal hinten an und dann habe ich auch nicht mehr dabei angefangen. Ja, das passiert auf jeden Fall recht schnell. Ich kann auch am Anfang nur empfehlen, geht erst mal der Hauptquest nach. Also, man hat am Anfang 2 Möglichkeiten. Entweder geht man zum Müller, der ist eher so ein bisschen darauf, spezialisiert, einem das Klauen und den Diebstahl beizubringen, oder man kann dann zu einem Schmied gehen, was ich erst gemacht habe. Man kann tatsächlich beide Routen hintereinander machen. Ich habe erst den Schmied gemacht. Ich habe nämlich als Allererstes probiert, meinen Hund wiederzufinden. Die Quest ist von Anfang an gleich vorhanden, aber, der ist bei irgendwelchen, Halunken ähm in 'nem Camp und die haben mich einfach so gnadenlos verprügelt. Also, da hatte ich überhaupt noch gar keine Chance. Aber das mit der Ablenkung kann ich schon verstehen. Man geht halt irgendwo hin und wird von zig Sachen abgelenkt. Meistens ziemlich tödlichen Sachen, weil man am Anfang noch echt ein Lump ist und gar nichts kann. Aber da, ist schon das Risiko groß, sich da drin zu verlieren. Spielt sich das gut mit dem Controller? Ja, tatsächlich schon. Ich habe angefangen auf, Maus und Tastatur, ähm, aber ich finde, die Controllersteuerung geht auch, gut klar. Man hat ein Lock-on-System wenn man auf 'n Stick drückt, dass man sich dann auf einen Gegner, einloggt. Ich hatte bisher auch selten größere Massen. Also, ich glaube, das ist nicht so, du bist ja durch diesen Realismusanspruch maximal gegen 3, vielleicht mal gegen 4 Gegner. Im Idealfall ziehst du dir die auch so einzeln ein bisschen raus. Aber so an sich funktioniert das Kampfsystem schon ganz gut, ja. Ich spiele solche Ja, Spiele was mal lieber mit dem Controller. Ja, ich mag es auch lieber, weil ich immer, die Bewegung
auf der Maus und Tastatur so ungewöhnlich, so unnatürlich finde, weil man auf WASD am liebsten wäre es mir eigentlich, ich frage mich, warum das noch keiner gemacht hat, auf der linken Hand einen Stick zu haben, um WASD zu ersetzen und auf der rechten Hand die Maus zu haben, um zu Das gibt's. zielen, weil Gibt ja, es? ich weiß, es gibt Lösungen, aber ich frage mich, warum das nicht populärer ist, weil, durch WASD habe ich quasi nur eine Geschwindigkeit, die ich gehe und es ist halt komplett analog und ich kann die Geschwindigkeit nicht regulieren. Oder es gibt noch eine Taste zum Gehen, aber dann habe ich halt 2 Gänge. Ich kann halt laufen oder gehen und, was mir dann immer fehlt, ist, dass ich das langsam regeln kann und, ähm, die Kamera, habe ich das Gefühl, ist durch 'n Filter auf dem Stick auch immer ein bisschen, natürlicher in der Bewegung. Cineastischer. Ja, genau. Es sieht dann, auch wenn ich Videos oder sowas aufnehme, habe ich immer das Gefühl auf Maus und Tastatur, das sieht dann immer direkt nach Videospiel aus. Und wenn ich immer Gameplay sehe, was mit Controller gespielt ist, gerade was Ego-Perspektive angeht, sieht das immer ein bisschen schöner aus zum Zugucken, finde ich. Smoother. Kann's ja auch flüssiger sein, ne? Bei der Maus musst du ja auch immer mal absetzen, neu Ja. ausholen. Ich Beim meine, jetzt man hast muss das immer abwägen. Klar, mit Maus und Tastatur bist du direkter, aber es ist ein Rollenspiel, gegen NPCs. Es ist jetzt kein kompetitiver Shooter, da wäre die Diskussion natürlich eine ganz andere. Aber das ist halt auch nicht, die Reaktionszeit, ist relativ weit gefasst. Und was sie jetzt halt geändert haben, im Gegensatz zum ersten, man hat in der Mitte immer noch diesen Stern und anstatt, ich glaube, im ersten gab es 6 Richtungen, aus denen man blocken musste und jetzt haben sie es reduziert auf 4 oder 5. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Es wird dann, die Richtung wird dann quasi rot dargestellt, dieses Ärmchen von dem Stern. Und auf dem höheren Schwierigkeitsgrad hat man genau diesen Stern halt nicht mehr und muss die Animation vom Gegner lesen. Und die holen dann halt aus den verschiedenen Richtungen aus. Und das funktioniert wesentlich besser als im ersten. Könntest du schätzen, wie weit du schon im Spiel bist und wie viele Stunden du so investiert hast bisher? Da geht es mir ähnlich wie dir. Ich glaube, How Long to Beat sagt für die Hauptquest zwischen 35 und 40 Stunden. Ich habe jetzt 20 Stunden drin und habe gefühlt 3 Quests beendet. Ich glaube, der erste große Punkt ist eine Hochzeit, auf die man kommen muss und man fängt diese Hauptquest eben entweder beim Müller oder beim Schmied an. Und ich habe jetzt den Müller so weit, dass er mich mitnehmen würde. Würde jetzt aber noch gerne die Quest vom Müller spielen und das Stehlen noch lernen. Ähm, ja, aber ich bin da ähnlich wie du sehr langsam und wie André schon sagte, 1000 Dinge lenken dich gerade ab und ja, da werde ich noch ein bisschen brauchen für. Ich nehme an, dass ich wahrscheinlich auch irgendwo, wenn ich es durchspielen werde, was ich vorhabe, weil es mich definitiv mehr catcht als Final Fantasy gerade, wahrscheinlich mit meinem Spielstil eher so Richtung 80 Stunden kommen würde. Ja. Aber wenn man sich ranhält, wie gesagt, ich glaube, also das mit den 35, 40 Stunden ist schon machbar. Ich hoffe, dass ich nicht so overpowered bin, wenn ich jetzt viele Nebenquests mache, aber ich glaube es eigentlich nicht. Ich glaube, das müssen wir gucken, wie das mit dem Level-Scaling ist tatsächlich. Aber es ist halt auch viel durch Skill einfach, durch das Abwehren und Blocken, was man machen kann. Jo, dann soll es das gewesen sein zu unseren Spielen. Habt ihr noch was? Wollt ihr noch was einwerfen? Jo, ich habe vergessen, dass ich noch ein weiteres Spiel gespielt habe, und zwar South of Midnight. Oh, okay. Wollte ich gar nicht super viel drüber sagen. Hat einen echt schönen Claymation-Style. Läuft auch sehr gut auf dem Steam, oder es läuft gut genug auf dem Steam Deck. Also es ist easy über 30 FPS und sieht auf einem OLED auch schön aus eigentlich. Und gut, über die Musik braucht man nicht reden. Das Spiel hat in den Trailern schon eine richtig geile Mucke, spielt so ein bisschen im Süden der USA, so in den Sümpfen da. Ähm, und spielt halt mit der Mythologie von diesen Orten. Und überraschenderweise, wo ich nicht mit gerechnet hatte, also ich habe gedacht, es wäre hauptsächlich äh, Story-fokussiert und vom Gameplay her halt eher sowas wie ein von Ninja Theory mit dem Hellblade. Nochmal bitte? Hellblade. Ja. Genau. Ähm, und das ist es aber nicht. Das grundlegende
Gameplay-Fundament ist ein 3D-Plattformer, was ich halt super, was für mich eine super angenehme Überraschung war. Ähm, erst so, läuft halt relativ langsam an und plötzlich hat man dann seinen Doppelsprung, kann gleiten Hm. und kriegt eine Menge Plattformen vorgesetzt. Kann sich natürlich auch nochmal wieder ändern in ein paar Stunden, aber es hat so ein, ja, wahrscheinlich am ehesten vielleicht mit sowas wie Psychonauts vergleichbar an der Stelle, so einen ähnlichen Vibe für mich. Und die Stimmung ist cool, so ähnlich wie bei ja, Hand oder sowas, wo man da halt auch in so einen Sümpfen unterwegs ist. Ganz andere Zeit, ganz anderer Flair oder sowas, aber es ist interessant, so dieselbe ähm, Landschaft mal aus einer anderen Perspektive zu sehen, von dem Spiel beleuchtet, in der ich halt auch noch nie war. Ähm, und ja, keine Ahnung, ich werde wahrscheinlich beim nächsten Mal berichten können, wie es sich so hält, weil es ja auch ein deutlich kürzeres Spiel ist. Ich glaube, das sollte man mit 10 Stunden oder sowas packen. Oh, cool. Bisher gefällt es mir echt gut. Ja, ich habe gesehen, die haben auch so mit Absicht, ähnlich wie bei Spider-Man, so ähm, mit Absicht stotternde oder mit niedriger Framerate laufende Animationen. Ich weiß nicht, ob man die. Genau, so Claymation ist Ja, der, genau. der Stil, den die ab und zu. Ja, Ja. das habe ich ja manchmal hier und da als Kritik gesehen. Ich glaube, man kann es abschalten, aber in den Cutscenes bleibt es so. Ich bin mir nicht ganz sicher. Irgendwie hatte ich da, es gibt wohl Einstellmöglichkeiten, falls es jemand nicht haben will. Aber wie gesagt, die Cutscenes sind, glaube ich, festgenagelt auf diese niedrige Framerate. Also die Figuren, so wie ich das verstanden habe, die Figuren bewegen sich in niedriger Framerate und das Kameradrehen funktioniert natürlich flüssig. Mit so ein Stop-Motion-Effekt, ne? Ja, genau, so ein Ja. bisschen. Ja. Besser gemacht ist das tatsächlich bei dem Spiel, was Michi gerade zockt, dieses The Midnight Walk, wo er gerade sein Let's Play zu aufgesetzt hat. Das sieht vom Stop-Motion-Stil her Mhm. überragend aus, wie ein Tim Burton-Film, mehr oder weniger. Ja, Ja, aber du die habe ich darfst auch. bitte nicht Das zu viel verlieren die dann doch nicht erzählen, so. weil das will ich mir noch holen. Weil das hat ja auch einen VR-Modus und ich glaube, da werde ich mich richtig hart Ah, einscheißen. Also das, was ich an Trailern schon gesehen habe. Das wusste ich auch nicht, dass das einen VR-Modus hat. Ja, Genau, damit habe ich es nämlich auch gerade verwechselt, weil beide haben Midnight im Titel, beide sind Stop-Motion animiert oder haben so ein bisschen, es geht auch ein bisschen in den südamerikanischen Stil. Ja, nicht ganz, aber ist wesentlich mehr Horror. Eher vergleichbar mit Little Nightmares, glaube ich. ja, genau. das sieht schon Kann krass er sicher beim aus. nächsten Mal mehr drüber erzählen. Mhm. Ja, das interessiert mich auch. Das sieht auf jeden Fall sehr atmosphärisch und düster aus. Auch die Monster sind super grotesk. Mhm. Ähm, Ist der VR-Modus im normalen Spiel mit dabei oder gibt es eine Ja. dedizierte VR-Version? Nee, also bei Steam steht VR-kompatibel. Also das ist dann in der normalen Version mit drin. Ja, Und cool. das ist halt ein Spiel, das sieht auch schon so richtig prädestiniert für VR aus. Es ist ja, glaube ich, auch mehr Walking Simulator, was ich jetzt gar nicht schlecht finde. Ich mag auch Walking Simulator. Ähm, aber halt die Trailer und ich hab mir schon gedacht: „Oh mein Gott, das sind VR“, weil ich habe es noch nicht gespielt, weil ich mich noch nicht ganz traue, aber der Punkt wird kommen. Und ich glaube, das wird richtig heftig, das Spiel. Ja, ich glaube, so Cinematic Platformer, das kann ganz gut in VR Mhm. funktionieren. Ich glaube, das erste, was auch so war aus Third Person, das erste Astrobot-Spiel, da gab es auch ein VR-Spiel. Das war auch cool. Du hattest zwar die Kamera hinter dem kleinen Roboter, konntest dich aber halt in VR drehen und für manche Rätsel war es tatsächlich nötig, dass du quasi Wege erst gesehen hast, die quasi schon hinter dir gelegen haben. Das war auch cool. Und es Verloren in gibt der Zeit, das dieses, Spiel. ja, und es Das gibt ist dieses, wie heißt es mit der Maus? Moss? Moss, Das das, habe ich, das habe ich Bo gerne das Book habe gespielt. ich, Book of Moss, ja. ja, das habe ich auch mal angespielt. Das war auch sehr süß. Astrobot leider nicht auf die PS5 und nicht auf PSVR 2 portiert worden oder auf dem PC oder sowas. Das kannst du tatsächlich nur auf einer PS4 oder vielleicht, keine Ahnung, ob es auf der PS5 mit PSVR 1 laufen würde. Mhm. Aber ansonsten nicht spielbar. Ist noch nicht emulierbar. Das Ding ist einfach auf toter Hardware sitzt es fest und Ja, es ist anscheinend einer der besten Plattformer der letzten 10 Jahre. ja, Echt das schade. ist super schade, wenn das quasi nicht rübergeholt wird und dann auch noch auf der PlayStation VR 1 zu spielen, die ja auch nicht die beste VR-Brille schon zur damaligen Zeit war. Klar, natürlich bezahlbar, aber wäre schön, wenn sie das da befreien würden. Geht auch manchmal so Mhm. mit älterer Hardware, die dann, keine Ahnung, wo Spiele nicht kein Remake oder sonst irgendwas bekommen werden oder kein
keine Portierung für modernere Titel und dann quasi da festhängen. Vielleicht sogar Ja, nur als Born. Digitalversion. Ja, vielleicht sogar nur als Digitalversion zu bekommen sind. Dann ist man darauf angewiesen, dass der Store nicht abgeschaltet wird. Gut, gut. Dann würde ich sagen, gehen wir in die News. Yes, Sir. Vielleicht brauchen wir so einen geilen News-Jingle. Und dann so Breaking, so ein Breaking News. Ja, ich lese nur Banner. gerade die erste News, weil der Podcast hat immer einen sehr schönen News-Jingle. Ja, es geht um Giant Bomb, den Podcast, und die Crew hat sich jetzt tatsächlich selbstständig gemacht. Die wurden vor einiger Zeit aufgekauft und ja, jetzt ging das da nach und nach bergab und haben es tatsächlich geschafft, sich die Rechte an ja quasi ihrem Podcast und ihrem Programm wieder zurückzukaufen von Fandom und sind jetzt quasi unabhängig, stellen um auf Crowdfunding quasi und Patreon-Support und hatten einen wahnsinns krassen Übergang. Also innerhalb von einer Woche war das alles unter Dach und Fach und haben von jetzt auf gleich umgestellt. Ja, es ist, also wenn ich da minimal weiter ausholen darf, ist es einfach eins meiner absoluten Lieblings-Videospiel-Outlets, so was die über die letzten 17 Jahre gemacht haben und auch durchgemacht haben, ist einfach wirklich krass. Die haben sich ursprünglich gegründet, weil ein Kane Lynch 2 Review bei GameSpot rausgekommen ist von Jeff Gerstmann, was dazu geführt hat, dass er gefeuert wurde. Und da hat er sich gesagt, okay, ich mache mein eigenes Ding, hat seine eigene Crew um sich zusammengesammelt und dann einfach mal losgelegt. Und über die Jahre einfach diverse Male verkauft worden. Die Besetzung hat sich geändert. Es hat jedes Mal eine Weile gedauert, aber die haben in jeder Ära ihren eigenen Flow gefunden, die eigenen Sachen, die funktioniert haben. Und auch außerhalb der Podcasts halt extrem viele Sachen gemacht, die super spaßig sind. Zum Beispiel die Mario Party Party Formate sind einfach geil, wo der Dan Reichert mit ein paar anderen Leuten Mario Party spielt und gerade in den Anfängen halt mit Leuten, die keinen Bock auf Mario Party haben. Und er feiert das einfach als fantastischer Bösewicht in diesen Formaten. Das ist großartig. Ja, ganz, ganz große Seite und ich bin echt gespannt, wie es jetzt läuft, weil es sind jetzt 5 Co-Owner. Mhm. Das heißt, eigentlich hat die Seite schon ein sehr großes Gewicht, auch symbolisch irgendwie für das Ganze. Die machen auch immer, also für den Videospieljournalismus, die machen zum Beispiel auch bei den Summer Games, bei der E3 halt immer Giant Bomb at Night Abende, wo aus allen möglichen anderen Outlets und aus der Videospielindustrie, Entwickler und so weiter, bei denen auf der Couch vorbeigucken und die da mehr oder weniger einen entspannten Abend haben. Von daher, ja, ich freue mich auch tierisch, dass es hoffentlich gut anläuft bei denen und sie endlich wieder ihr eigenes Ding machen können und nicht Ja, mehr irgendwie ja, den Deckel drauf kriegen die ganze Zeit. ja. Ich denke auch, die haben eine starke Community hinter sich. Das ist halt sehr getrieben durch die Charaktere und deren Persönlichkeiten. Und ja, ich habe den Stream von der PAX East gestern gesehen, wo sie das verkündigt haben. War natürlich riesen Beifall und die waren super glücklich, dass es weitergeht, weil es war zwar nur eine kurze Zeit, in der es ungewiss war, aber die waren halt haben halt alle befürchtet, dass das jetzt endlich der Sargnagel ist. Aber es war tatsächlich wieder nur ein Tal und sie haben sich wieder zusammengerissen, wie sie es schon zigmal geschafft haben. Und dann geht es jetzt weiter. Ja, freut mich auch. 20 Jahre knacken sie noch. Cool. Dann gehen wir weiter. Was haben wir denn als nächstes? Stellar Blade habe ich aufgeschrieben, hat einen Trailer bekommen. Tristan, wolltest du was sagen? Im Spiel sage ich besser gar nichts. Sony kriegt wieder sein Feuer. Ja, Stellar Blade ist für PS5 ein Exklusivtitel gewesen und irgendwie ist denen wohl der Finger auf den Veröffentlich-Button ausgerutscht und es wurde auf YouTube ein Trailer veröffentlicht, der das ganze Ding für den 11. Juni auf dem PC angekündigt hat. Das sollte so noch nicht sein, dann haben sie den Trailer wieder runtergenommen, aber natürlich war die Katze aus
dem Sack und wir wissen jetzt, dass es am 11. Juni auch als PC-Version kommt. Ich habe den Trailer allerdings nicht gesehen. Ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwelche Optimierungen speziell für den PC noch erfahren wird, da es ein PS5-Titel ist, der im letzten Jahr oder schon vorletztem Jahr kam. Ja, ist eine Weile her. Ich glaube, Bin vorletztes mir jetzt Jahr. Also auch, ein Jahr bestimmt. ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ob das letzte oder vielleicht sogar schon Ende vorletzten Jahres war. Würde mich aber wundern. Also es hieß jetzt nicht, dass es ein Remaster ist, sondern eine ganz normale Portierung für den PC, wie wir es von Sony schon häufiger gesehen haben. So viel dazu. Ja, ich glaube, das hat tatsächlich damals ganz gute Kritiken bekommen. Ich glaube, die PC-Leute sind natürlich heiß drauf, Mods zu kreieren für Kostüme und so weiter. Ja, muss jeder selber wissen. Ich sag mal, die Kostüme haben schon für Aufsehen gesorgt in der normalen Version, ohne diverse Mods. Aber naja. Bei Wie man Blizzard. spielt. Bitte Ja, was? mal gute Nachrichten. Danke. Ja, nee, Achso, mach gerne weiter. die nächsten Nachrichten. Ja, wir haben auch mal ausnahmsweise. Ja, also eine PC-Portierung ist ja jetzt auch nichts Schlechtes. Nein, du hast die Mods erwähnt. Das kann was Schlechtes werden. Ja, aber da kann die Community nur was für, beziehungsweise die Modder. Ja, bei Blizzard gibt es ein bisschen was Neues und was wahrscheinlich unter Bobby Kotick damals so nicht funktioniert hätte. Es hat sich eine Gewerkschaft gegründet. Das ist das Sinking City, da wollten wir noch nicht hin. Genau. Und zu der, ja, was auf jeden Fall cool ist, dass Microsoft das anscheinend einfach duldet und zulässt. Und was ich meinte, was vorher unter Activision direkt so wahrscheinlich nicht möglich gewesen wäre. Es haben sich ca. 200 Mitarbeiter verschiedener Sektionen zusammengefunden und haben eine Gewerkschaft gegründet, um natürlich Überstunden, widrige Arbeitsbedingungen und so weiter zu bekämpfen. Ja, Ja, um das die ist auf Zeit in jeden der Fall. Computerspieleindustrie, ne? Ja, ist natürlich ein Riesenthema und wir sehen es immer mehr, dass zumindest Anstrebungen dahin gehen, immer mehr Gewerkschaften zu gründen, sich zu organisieren, weil ich glaube, das ist halt einfach ein Riesending in der Industrie. Und ja, auf jeden Fall Aber unterstützenswert, dass es immer gerade weitergeht. auch in Amerika nicht einfach, ne? Gewerkschaften sind da ja oft auch nicht so gerne gesehen. Ja. Und die natürlich mit der High-on-Fire-Mentalität ist und dem Arbeitnehmerschutz in den USA sieht es natürlich auch nochmal ganz anders aus als hier in Europa, beziehungsweise speziell in Deutschland. Ja, und da ist der Widerstand gegen solche Organisationen natürlich auch wesentlich größer und ungerner gesehen als hier. Tristan. Ja, genau, dass diese ganze amerikanische Mentalität, das ist ja nicht nur von den Firmen selber, sondern auch von den Leuten selber, die ja teilweise gegen Gewerkschaften sind. Das ist ja total irre, wie die Leute da so drin sind in diesem Mindset, dass sie selber gegen Gewerkschaften sind, ne? Ich sage auch nur, ich meine, das ist das amerikanische Mindset, da ist ja auch eine allgemeine Krankenkasse, tiefroter Kommunismus. Das ist Mhm. ist auch, ja, 'ne kulturell 'ne Sache. Umso erstaunlicher ist es, dass Microsoft, das auch wirklich komplett jetzt einfach durchgewunken hat. Manchmal ist Microsoft auch auf 'm guten Weg. Ich sage auch nur damals, hier, Project Jedi und sowas, wo sie ja die HoloLens militärisch entwickeln wollten. Ähm, was das Projekt auch gerettet hätte, weil HoloLens ist ja jetzt tot, wahrscheinlich auch deswegen, aber weil die Leute gesagt haben bei Microsoft: „Wir wollen nicht daran arbeiten." Manchmal macht Microsoft gute Sachen, auch was solche Themen angeht. Ne, ich finde das sehr gut, weil das ist auch unfassbar wichtig, weil grade in der IT-Branche dieses Hire and Fire ist 'n ganz großes Problem, vor allem in Amerika und, Videospielentwicklung gehört dazu. Und sich da einfach mal 'n bisschen besser abzusichern, das führt meiner Meinung nach auch zu besseren Produkten, wenn die Leute 'ne gewisse Zukunftssicherheit einfach haben, die durch Gewerkschaften gewährleistet wird. Ja. Ja, ich glaube auch, die haben es natürlich ist es schön, dass sie es unterstützen, ist natürlich auch ein bisschen Marketing dabei, denke ich, weil sie haben jetzt diese große Zusammenschluss von Activision Blizzard, den Merger gemacht und Bobby Kotick ist raus. Jetzt müssen sie auch ein bisschen zeigen, dass sie einen anderen Weg gehen und sich differenzieren von den Arbeitsbedingungen, wie es vorher war. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich sehr lobenswert.
Und es könnte wahrscheinlich auch nicht zu einem besseren Zeitpunkt passieren, wo Microsoft parallel gerade einfach 6.000 Leute rausgeworfen hat. Ja, das Ähm, ist auch richtig. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen auch die Ablenkungsstrategie. Irgendwie ja. auf andere große News warten, damit wir das ein bisschen vertuschen können. Also ich glaube tatsächlich, so viel Marketing ist da gar nicht hinter, sondern es ist einmal grundsätzliche Strategie, weil gegen eine Gewerkschaft sich zu wehren, ist halt auch noch mal ein Kampf aus Arbeitgebersicht. Plus, das darf man halt auch nicht vergessen, auch in so großen Konzernen arbeiten Menschen. Also über Bobby Kotick kann man diskutieren, ob er einer ist. Aber so grundsätzlich gibt es sehr viele Menschen, die tatsächlich auch viele einfach aus Überzeugung machen und sich auch in so großen Konzernen durchsetzen und zumindest ich verfolge ja Microsoft sehr viel, einmal aus beruflichen Gründen und auch Privatgründen, weil ich sehr viel ich habe Xbox, ich habe Game Pass, den ganzen Kram. Ähm, und ich sehe bei Microsoft immer mal wieder dieses Aufblitzen, auch diese ganzen Maßnahmen, die zum Beispiel die man super marketingtechnisch ausschlachten kann, was aber gar nicht passiert, was Inklusion und so was angeht, ne? Auch mit dem, wie hieß denn der Controller jetzt noch mal? Der schöne Controller, der wie Kochplatten aussieht, jetzt habe ich den Namen Mhm. vergessen. Der Adaptive Controller, genau. Solche Sachen, wo auch sehr viel, einfach was Inklusion angeht, was Spieler mit Behinderungen angeht und so was, die mit reinzubekommen. Und wo man sich denkt, das könnten die ja super für Marketing ausschlachten, passiert gar nicht so extrem. Also, es wird schon was investiert, aber eher um die Community zu helfen und sich nicht als der Heiland darzustellen. Weil, wie gesagt, da Leute hinterstecken in diesen Konzernen, die auch was aus Überzeugung machen. Allerdings ist das natürlich nicht immer der Fall. Das ist nur meine persönliche Vermutung, dass manchmal so was passiert. Jetzt auch mit der Gewerkschaft glaube ich, dass einfach da mal 'n paar Leute gesagt haben: „Leute, da jetzt gegen zu kämpfen, das ist erstens sinnlos, zweitens auch marketingtechnisch wahrscheinlich scheiße und drittens, Leute, lasst den doch mal 'n paar Zugeständnisse.“ Reine Vermutung. Ja, was das Marketing angeht, sehe ich es ein bisschen anders. Ich meine, es ist natürlich schön und es ist schwierig, ihnen da irgendwas vorzuwerfen, wenn sie jetzt einen Controller rausbringen, der körperlich beeinträchtigten, Menschen das irgendwie erleichtert, ins Gaming einzusteigen. Das ist immer schwer, da irgendwas, den Leuten vorzuwerfen. Ich fand allerdings schon, dass sie da schon relativ 'n, großes Marketingbudget für aufgewendet haben und relativ viel Werbung für gemacht haben. Aber wie gesagt, ist ja schön, dass es das gibt und wer bin ich, das da jetzt irgendwie noch in Frage zu stellen. Ja, also manchmal gibt es natürlich auch gute News. Über das nächste könnt ihr selber entscheiden. Über Remaster haben wir die letzten Tage schon ein bisschen diskutiert. Ich verweise dafür auch gerne auf unsere Spezialfolge zu Remasters und Remakes. Könnt ihr euch gerne nochmal anhören. Hier kommt das nächste und ist tatsächlich als Shadow Drop gestern, gestern rausgekommen. The Sinking City bekommt ein Remaster und ja, ist jetzt verfügbar mit Grafik-Updates quasi. Spielerisch, habe ich gelesen, ist im Prinzip alles gleich geblieben. Lediglich Texturen sind aufgehübscht worden, ist auf die Unreal Engine 5 gehievt worden, hat somit auch DLSS und Upscaling-Unterstützung erhalten. Natürlich bessere Beleuchtung, sieht jetzt einfach hübscher aus, bleibt aber an sich dasselbe Spiel. Und ich muss gerade gucken, hieß es Remake oder Remaster? Haben die das Remake genannt? Ne, Remaster Ja, wird's genannt. Remaster. Hätte mich jetzt sehr gewundert, weil es wirklich nur ein grafisches Update ist. Hat Genau, das jemand von kam. euch gespielt? Ne, ich hatte das damals vor, habe dann die Reviews abgewartet und die waren eher so durchwachsen, obwohl ich eigentlich mal große Lust hätte, in den ganzen Cthulhu-Mythos da einzusteigen, weil mich das Thema eigentlich super interessiert. Wir haben ein Rollenspiel, was wir immer spielen, Willen des Wahnsinns. Das ist auch da so ein bisschen angesiedelt und eigentlich reizt mich das unheimlich. Allerdings waren die Reviews dann eher mäßig. Damals rausgekommen 2019, sehe ich gerade. Ja, also ich habe es gespielt. Ich finde es gut. Das Remaster ist so ich meine, es ist 'n ich habe, glaube ich, gelesen, dass es 'n kostenloses Upgrade gibt für Vorbesitzer. Da sagt man dann nicht nein. Ich Ja, wollte gerade sagen, das ist ja dann ganz ja, nett, gerade wenn es nur genau, nur grafische Updates sind. ja. Ich hätte mir gewünscht, dass sie im gleichen Zuge und da wäre ich auch bereit gewesen, gern Upgrade zu bezahlen für 10 € oder so, wenn sie das Gameplay ein bisschen angepackt hätten, weil das Gameplay ist janky
Ja, das braucht man nicht beschönigen, als jemand, der das Spiel sehr gut fand. Also gerade storytechnisch und Atmosphäre wirklich super. Aber ja, vor allem die Steuerung ist halt. Also ich habe es auf der Konsole, auf der Xbox gespielt. Ich weiß nicht, wie es mit Maus und Tastatur ist, Controller, aber oh ja, musste man sich ein bisschen durchboxen. Aber gerade für Leute, die sich für Cthulhu interessieren, kann ich es nur empfehlen. Es ist ja nicht offiziell Lovecraft, Wellen des Mhm. Wahnsinns ist, glaube ich, offiziell Lovecraft, ne? Kann man auch drüber diskutieren, was da offiziell ist und was nicht. Ähm, aber es ist eindeutig, Lovecraft, dieser ganze Cthulhu-Mythos, mit den Innsmaufern und so was. Das ist, sehr eindeutig und sehr atmosphärisch, schöne Story. Dieses ganze Detektivspielen war auch sehr interessant. Ist ja auch immer so ein typisches, Cthulhu-Merkmal, dass man Detektiv oder so was spielt. Mhm. Und, ja, was das angeht, kann ich's empfehlen. Da das Remaster als Upgrade umsonst ist, sage ich, ist nett, kann man sich nicht beschweren. Ob's nötig war, wenn's nur die Grafik ist, glaube ich nicht. Sie hätten lieber das Spiel noch 'n bisschen anpacken sollen, finde Ja, ich. ist ja Wäre ich sinnvoller gewesen. frage mich gerade, wo du sagtest, wenn das ein kostenloses Update ist, ob sie die alte Version aus dem Store genommen haben, weil die war ja garantiert schon im Preis reduziert. Da, müsste man mal nachgucken, wie das jetzt gehandhabt ist, ob da auch die Originalversion jetzt quasi, in die Tonne gewandert ist. Ja, ist auf jeden Fall die perfekte Vorbereitung. Ich habe gerade gesehen, The Sinking City 2: Rises from the Deep, ist quasi schon angekündigt und ja, dann ist das natürlich prima als Einstieg, um die Leute noch mal in das Franchise reinzuholen. Also, ich habe mal grad geguckt, ich sehe jetzt nicht, The Sinking City normal mehr im Steam Store, aber Remastered ist direkt mit 50% reduziert jetzt veröffentlicht worden. Also, für Okay, 20 interessant. €. Ah. Aber Die immerhin, Frage, die sich mir it's aufdrängt, something. ist, Cthulhu Saves Christmas offizielles Lovecraft? Was zur Hölle ist Cthulhu Saves Christmas? Ist 'n gut bewertetes Spiel bei Steam. Ah ja, okay. Glaube Ist so fast 'n, ich glaube, nicht. 8-Bit-Rollenspiel. Ich glaube, der Auftritt von Cthulhu in South Park ist auch nicht offizieller Kanon. Aber wer weiß. Aber Cthulhu Saves was Christmas. ich grade sehe, die Rezensionen sind aber positiv, aber die sind auch schon älter. Also, anscheinend wurde das Sinking City Remastered tatsächlich 1:1 drüber gebügelt. Es wäre Okay. halt, was heißt, Ah, es das ist immer 'n wäre, schlechtes Zeichen. ja, es heißt, es wäre schade. In dem Fall finde ich es gar nicht so schlimm, weil es halt ein grafisches Update ist und das, vom Gameplay anscheinend ja noch dasselbe geblieben ist. Sobald sie das Gameplay angepackt hätten, hätte ich gedacht, dann finde ich, ist der Unterschied schon wieder so groß. Idealerweise bleibt Ja, natürlich die Originalversion erhalten. sehe ich minimal anders, weil's halt, 'n kompletter Engine-Port ist. Ja, So f es du schließt quasi die Leute aus, die das Spiel hatten, auf Rechnern, auf denen die das, früher spielen konnten, jetzt nicht mehr zum Beispiel. Und, ich habe nicht viel zum Spiel gesehen, aber ich habe gesehen, dass es 'ne Menge Bugs gibt, auch visuelle Bugs und so, was grade in 'nem atmosphärischen Spiel ja ja. schon eher wichtig Ah, sein kann. die waren vertretbar. Aber ich gucke grade, ähm, das Spiel kostet regulär 40 €. Ich glaube, so viel hat Sinking City regulär auch gekostet. Also, ich glaube, die Mhm. haben den Preis gar nicht verändert. Die haben einfach nur Den ja, Standardpreis quasi, der Nicht-Sale-Preis quasi ersetzt. genau. So wie bei Also Hunt Showdown. und jetzt einfach direkt, 50% Rabatt draufgeballert auf die Standardversion und auf die Ja, dann kann Deluxe man 40%. Also, ich finde, dann ist das jetzt nicht so arschig. Hätten sie's jetzt für 70, 60, 70 € neu released, den alten rausgekickt, ich glaube, dann wäre es 'n Problem gewesen. Aber so, ja, ganz ehrlich, also, die ja, Leute kriegen immerhin, ist Spielt es ja lieber ein Cthulhu Spiel. Saves Christmas. Ist genau die richtige Zeit dafür. Ist bei 90% bei Steam, 16, schöne 16-Bit-Optik, Ja, Comedy-JRPG. guck dir den Preis mal an kurz vor Weihnachten. Da ist das garantiert nicht mehr im Sale. Also, we na gut. Ja, Okay. aber ein weiterer Vertreter der Remakes und Remaster. Äh, um wieder ein bisschen negativ zu werden, Nintendo hat ein bisschen was geändert an seinen AGBs. Eigentlich freuen wir uns alle oder die meisten auf die, Switch 2.
Jetzt ist ein bisschen was durchgekommen, was nicht ganz so cool ist, dass Nintendo in den AGBs ein bisschen was geändert hat bezüglich ja, ihren Eingriffsrechten. Es ist noch die Frage, ob das hier auch passieren wird. Aber Nintendo hätte wohl die Möglichkeit, wenn sie feststellen, dass irgendwas mit der Konsole passiert in Bezug auf Modding oder irgendwelchen Hardware-Änderungen, dass sie die Konsole quasi aus der Fernwartung stilllegen können. Das bleibt Nintendo natürlich macht abzuwarten. Nintendo-Dinge. Ja, so ähnlich. Also überraschend tut es mich jetzt auf keinen Fall. Auch wie die ganzen Sachen mit Emulatoren und ja, geht wahrscheinlich auch ein bisschen um Reverse Engineering ähm, behandeln, sind die da halt ziemlich strikt. Ist natürlich die Frage, ob die das bei uns durchkriegen, weil im Gegensatz zu Videospielen, wo wir die Lizenz erwerben, das zu spielen, ist es ja bei einer Konsole, bei einer Hardware wirklich so, dass wir die Hardware kaufen und wir dann eigentlich der Besitzer sind. Natürlich läuft da auch Software drauf, wenn sie da natürlich die Hoheit drüber haben. Ähm, Weiß ich nicht, bin ich nicht bewandert genug, um das einschätzen zu können. Aber es gab ja schon häufiger den Fall, dass genau in solchen Dingen das EU-Recht ja quasi die Käufer schützt. Wir hatten das jetzt mit Apple, dass die gezwungen waren, USB-C in die Telefone einzubauen und so weiter. Da bin ich mal gespannt, wie sich das hierzulande entwickelt. Also damit kommen die auf keinen Fall in Europa durch. Also das ist, kann man eigentlich schon sagen. Also das wird nicht durchgehen, weil im Gegensatz zu Spielen, die ja auch rechtlich gesehen man nur eine Lizenz erwirbt, ist das eben bei Hardware nicht der Fall. Man kauft die Hardware, man kann die Hardware verändern. Nintendo hat jedes Recht, einen vom eShop und sowas zu bannen. Das ist unbenommen. Das können sie, das dürfen sie. Ist meiner Meinung nach auch deren gutes Recht, wenn man seine Switch moddet und damit online zum Beispiel auch spielt oder so ein Kram. Finde ich, ist Nintendo da sogar im Recht, das zu machen. Aber die Konsole fern zu bricken, damit kommen die in Europa zumindest nicht durch. Also, das kannst du vergessen, weil sie gehen hin und, wollen ja wirklich super funktionsfähige Hardware einfach zerstören im Endeffekt. Das werden die niemals durchkriegen. Ja, ich bin halt am Überlegen, weil ja, du hast schon recht, wir kaufen die Hardware. Allerdings läuft auf der Hardware ja auch das Betriebssystem der Konsole und die Software kaufe ich nicht mit. Ich glaube, für die Software bezahle ich ja auch quasi eine Ja, a Lizenznutzung. aber wenn du davon ausgeschlossen wirst, kannst du immer noch 'ne Custom-Firmware draufpacken. Aber wenn ich das richtig Das müsste verstanden dann habe, gehen, ja. bricken die tatsächlich die Konsole, dass du das nicht mehr machen kannst. Und das kriegen die nie im Leben durch. Dass die hingehen und sagen, wie gesagt: „Bannen, ja gut." Ich denke mal, das kriegen sie hin, ne, dass du dann deine Switch zwar nicht mehr regulär nutzen kannst, aber sie wollen sie ja wirklich bricken und dann kannst du nicht mal 'ne Custom-Firmware draufschmeißen. Und ich glaube nicht, das werden die in der EU nicht durchkriegen. Glaube ich auch nicht. Weiß einer von euch, wie das bei Steam oder bei der jetzigen Switch funktioniert? Also, wenn die dich aus dem eShop bannen, äh, betrifft das auch deine Möglichkeit, die Spiele, die du gekauft hast, noch mal runterzuladen oder betrifft das nur deine Möglichkeit, online zu zocken? Ne, ich glaube, das auch. Also, du kannst dann eigentlich an sich die Switch Das regulär nicht mehr nutzen. Richtig, ne? Das ist Außer schon du Checkt heftig. halt bei Spielen, die du gekauft hast. Ich habe das ja mit den Kindern hier, die spielen ja über meinen Account teilweise Spiele, weil mein Profil bei den beiden auch mit drauf ist bei den Switches und ich ja eigene Spiele habe. Und die Switch checkt im Prinzip in regelmäßigen Abständen, ob du überhaupt dazu befugt bist, dieses Spiel zu spielen. ja. So, und das gilt dann wieder für einen Monat oder so und dann guckt er wieder nach, oh, Mhm. darfst du das Spiel überhaupt noch spielen? Und wenn irgendwann der Punkt kommt, wo Nintendo dann einfach sagt, nee, den nehmen wir jetzt raus aus der Berechtigung, dann kannst du das Spiel natürlich auch nicht mehr spielen. Auch wenn du es runtergeladen hast und Ja. ähm, geht's einfach nicht mehr. Ist übrigens bei allen Konsolen so. Also, wenn man online kauft. Wenn man den Account verliert, weil der gebannt wird, dann ist das so. Ist, glaube ich, bei Steam auch so. Also, nur so als kleiner Hinweis für alle. Was bei der Switch halt noch geht, genauso wie bei anderen Konsolen, ist dann, wenn du die physische Disc hast oder halt, in dem Fall bei der Switch die Karte, die kannst du noch spielen, auch wenn du gebannt bist. Aber du kannst auch zum Beispiel, auch keine Updates und sowas mehr runterladen. Also, da ist dann Schicht im Schach. Aber du kannst halt immer auch 'ne Custom-Firmware draufschmeißen. Und ich meine, du wirst
Regelfall auch nur gebannt wegen der Custom Firmware, weil du dann so doof bist, im Mhm. Custom Firmware im normalen, Modus zu laden. Ja, Ist man auch irgendwo wobei selber ich schuld. wo du gerade sagtest, man kann das, wenn man das Modul hat, spielen, wenn denn das Spiel komplett auf dem Modul vorhanden ist. Ja, Das gab klar. jetzt auch die Meldung, dass teilweise Spiele halt, also das ist schon üblicherweise, dass nicht mehr das komplette Spiel auf der Cartridge ist, weil ich glaube, für die Switch gab es nur 32 Gigabyte Speicherkarten oder sowas. Und jetzt ist das Problem, dass die Karten für die Hersteller in der Herstellung einfach mitbezahlt werden müssen und die Spiele halt immer größer werden. Und dann das zur Folge hat, dass die Spiele gar nicht mehr komplett auf der Karte sind. Und dann trotz dessen, dass du eine Cartridge hast, noch jede Menge Gigabyte aus dem Netz ziehen musst. Ja, es gibt jetzt die sogenannten Game Key Cards, so haben Mhm. die gebrandet. Ähm, durch einen Leak bei einem Videospielentwickler hat sich auch wohl bewahrheitet, dass es momentan nur die Game Key Card gibt oder direkt 64 Gigabyte, was $15 ich glaube, das ist kostet. größer als die größte Ja, Switch und f 1 Cartridge, aber bin ich mir nicht ja, ganz und sicher. $15 wohl in der Produktion kostet, weswegen Ja, viele Ja, dann was also auch natürlich ein ja, ordentlicher lohnt Preis sich ist. wirklich ja, lohnt sich nicht für einen Indie-Entwickler zum Beispiel, für ja. 'n günstiges Spiel. Aber diese Game Key Card nutzt auch nicht den eShop. Das heißt, wenn du die einlegst, lädt er das Spiel runter wie 'nen Patch Mhm. quasi. Also, ohne dass du irgendwie irgendwo eingeloggt sein musst. So zumindest, das die gängige Theorie mit dem, was man jetzt gerade weiß. Ähm, ist halt die Frage, was passiert, wenn die Konsole gebrickt wird, ob der Vorgang dann noch funktioniert, weil er mehr oder weniger automatisch funktioniert. Nein, wenn Ja. gebrickt ist gebrickt. Ah ja, Gebrickt nicht bedeutet, du ja, kannst mit dieser Konsole nichts mehr anfangen, gar nicht. Also, sie wird ja. softwareseitig komplett lahmgelegt. Ja, vielleicht finden einige Modder dann was heraus, wie man's trotzdem umgehen kann, aber unwahrscheinlich. Ja, das ist ja immer Ich so ein Katz und meinte Maus Spiel. genau, ich meinte, wenn das passiert, was bei der Switch 1 passiert, also wenn du irgendwie online komplett gebannt wirst und Ach deine Spiele so, weg ja, sind oder so. Mhm. ja. Ja, ist immer sehr interessant, was das Digital Rights Management da angeht, was das für Kapriolen schlägt und wo das alles hinführt. Yes. Ich finde das auch einfach 'ne Unverschämtheit. Also, wie gesagt, sie haben beim Bann, ja, auch vom eShop und so, jedes Recht. Das ist, finde ich, vollkommen legitim. Aber hinzugehen und zu sagen: „Ah ja, ihr kauft unsere Hardware, aber wir bestimmen, ob ihr diese benutzen dürft oder nicht." Das finde ich, ist halt echt heftig. Und weil, wie gesagt, Bricken, wenn ich es richtig verstanden habe, ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher, aber dann wird die wirklich komplett ausgeschaltet. Also, wenn sie den NAND oder sowas einfach komplett trashen mit Software. Das kann einem selber auch passieren, wenn man seine Konsole moddet. Das ist ja mal die große Gefahr. Du kannst es nicht reparieren, du musst dann Hardware austauschen. Das ist dann auch nur durch Original-Hardware, die halt, also, du müsstest eigentlich 'ne neue Switch 2 dann kaufen oder 'ne defekte mit 'm korrekten NAND. Und wenn die dann aber noch hingegangen sind und irgendwie die Hardware auf den NAND abstimmen, kann das auch wieder Katastrophe führen. Also, dass das gar nicht dann funktioniert, und ich finde das einfach kackendreist. Das ist wieder typischer Moment Nintendo. Ich liebe die Spiele, aber ich hasse die Firma. Okay, Michi, du winkst noch. Hast du noch was zu sagen dazu? Oder hat er einfach nur den Äh, Blinker angelassen? Micha, und bei mir ist er nicht an. Ah, bei mir schon, okay. Bei mir auch. Oh, Ich kann ja, für ich Moment, kann dann für dich das Winken einstellen. Entschuldigung, ich habe mich verklickt. Wie okay. okay. Ähm, ja, aber ich kann noch ergänzen, dass ich das genauso sehe. Also, Nintendo macht die Spiele, die ich am meisten mag und gleichzeitig bringen die, so Business Moves, die böser nicht sein könnten. Ja, das ist schon immer sehr eigenartig, also ein bisschen hinter der Zeit und na ja, aber das kennen wir ja Nein, leider. das ist ja eigentlich voraus der Zeit. Es Ja, dauert ja nicht wenn lange, man's bis die so anderen sehen will damit schon, anfangen was die wollen. Online-Funktionalität und, Gruppenchats und Sprachchat und der Da sind Sachen sie angeht. hinterher. Obwohl ich sagen muss, um mal was Positives auszusehen, ich habe mir jetzt ein paar Previews angeguckt von ein paar Leuten, die sich das angeguckt haben, und ich habe ja am Anfang sehr über die Kamera gelacht, auch wie die verwendet wird, aber das scheint ja echt gut zu funktionieren. Also wirklich, auch so mit Mario Party, diese
Billo-Kamera, wo man denkt: Was ist das denn für 'n Witz?“ Hat die perfekt ausgeschnitten, live, ohne Latenz und dann ins Spiel verarbeitet. Also, so iToy in gut quasi, wer iToy noch kennt von der PS2 damals. Hätte ich nicht gedacht. Und was ich anmerken will, mit diesen Gamecards, die $15 wohl kosten, da sind sie natürlich auch wieder voll im N64-Modus, weil das war ja damals auch 'n Grund, warum N64-Spiele so teuer waren, grade im Vergleich zur PlayStation 1, weil diese blöden Cartridges so viel gekostet haben im Vergleich zu den billigen CDs. Also, da gehen sie grad Full Circle Mode. Ja, und du musstest sie damals auch von Nintendo direkt beziehen und, Ja. ja, hatten dann halt natürlich auch die Hoheit über den Preis. Tja, zu Preisen kommen wir noch, auf die letzte News. In den letzten Wochen gab es die Preiserhöhung von, Microsoft, für ihre Konsolen. Davor hatten wir schon, ich glaube, im letzten Jahr eine Preiserhöhung von PlayStation. Ich glaube, die sind mittlerweile alle um die 50 €, also jede Konsolenvariante gestiegen. Und, ja, jetzt hat erstmal Xbox noch nachgezogen und seine Konsolen auch teurer gemacht. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Mittlerweile, man kann die PlayStation 20, mittlerweile 5 Jahre alt, Ja, und, 2020. ja, und ist jetzt quasi am teuersten Punkt, ihres Lebenszyklus. Früher sind die Konsolen günstiger geworden, heute werden sie gerade teuer. Natürlich hat es auch mit der amerikanischen Politik zu tun, aber jetzt gab es die Meldung, dass Sony es auch nicht hundertprozentig ausschließen kann, dass eine weitere Preiserhöhung, noch mal ansteht. Es wurde da nicht speziell auf die Konsolen, eingegangen, sondern, dass, ja, durch die Zölle und so weiter, die Preise allgemein noch steigern können, weil sie einfach, ins Hintertreffen kommen mit ihren Umsätzen. Ja, sie überlegen allerdings, die, Produktion der PlayStation 5, in die USA zu verlagern, was ich glaube, für den Endkunden nicht großartig 'nen Unterschied macht, wenn sie die höheren Kosten umlagern wollen, ist es im Prinzip als Endkunde egal, ob ich mehr bezahle, weil die Zölle da sind oder weil die Konsole jetzt in den USA produziert wird und da halt einfach teurer in der Herstellung wird. Ja, bleibt spannend zu beobachten, wo das noch hinführt, ob wir dann irgendwann bei einer, keine Ahnung, 700 € PlayStation 5 sind und, vor allen Dingen, was das dann für die PlayStation 6 bedeutet, weil wir sind jetzt 5 Jahre in dem Lebenszyklus der Konsole, ähm, was schon völlig irre ist. Ich habe das überhaupt nicht auf dem Schirm, dass die Konsole schon 5 Jahre da ist, weil sie in der Pandemie, Ja. rauskam. Dann waren die Konsolen, also hauptsächlich die PlayStation, überall vergriffen. Keiner kam ran. Eher ein Jahr beziehungsweise 1,5 Jahre später war das so ein bisschen 'ne Marktdurchdringung endlich mal da. Und in meiner Wahrnehmung ist das immer noch eine Konsole, die maximal ein Jahr, vielleicht 1,5 alt ist. Dabei sind es schon 5, und allzu lange werden wir auch wahrscheinlich auf die Ankündigung oder die ersten News bezüglich einer PlayStation 6 auch nicht mehr warten. Die sind ja sogar schon raus. Ähm, das, was ich bewege mich da auf dünnem Eis, aber ich habe auch das Gefühl, so, wenn ich zurückdenke an die PS4 und den Launch-Zeitraum und so, hatte ich lange das Gefühl, so, okay, das ist eigentlich ein besseres, PS3-Spiel oder sowas, bis sowas wie Bloodborne rauskam. Mhm. Und das einfach ein fetter Exklusivtitel war, bei dem ich mir nicht vorstellen konnte, dass der auf einer PS3 funktionieren würde, zum Beispiel. Und ich habe jetzt mit Death Stranding 2 das erste Mal das Gefühl, dass ich einen Titel sehe, der die aktuelle Konsolengeneration wirklich ausreizt. Und GTA 6 wird halt auch so sein, irgendwie in der Richtung. Aber viele von den Titeln, die bislang raus sind, arbeiten mit den Designkonzepten von der PS4-Generation und nehmen halt sowas raus wie Ladezeiten oder erhöhen die Auflösung oder haben geilere Effekte oder so. Aber so dieser Sprung von, ähm, es gibt Naturkatastrophen in der Welt und verändern halt das Gameplay in 'ner Art und Weise, das ist halt in 'ner Art und Weise 'ne Generation weitergedacht, die ich irgendwie in fast keinem anderen Spiel bisher gesehen habe. Zumindest persönlich fällt mir grade keins ein. Also, was das angeht, ist ich glaube, das, was diese Generation am meisten gemacht hat, ist tatsächlich Raytracing.
ähm, dass Raytracing Mainstream-tauglich ist und Raytracing hat immer noch einen größeren Effekt auf Entwicklung, als vielen Leuten, glaube ich, bewusst ist, weil wenn Raytracing wir sind jetzt an dem Punkt, wo schon das erste Spiel rausgekommen ist, wo du Raytracing für brauchst, Indiana Jones. Und das verändert auch einfach, wie Videospiele tatsächlich entwickelt werden, was sowas angeht. Das ist ein massiver Unterschied, weil man nicht mehr, also, man muss nicht mehr vorgenerieren, man muss das Licht nicht mehr baken, wie man das ja nennt, sondern es wird einfach man geht einfach hin, Lichtquelle, hier hast du deine verschiedenen Materialien, let's go. Macht riesigen Unterschied tatsächlich in der Entwicklung, und ist aber halt natürlich auch extrem hardwarehungrig und ich glaube, deswegen ist dieser Impact in dieser Konsolengeneration auch nicht so groß, weil diese Konsolengeneration das auch nur so ein bisschen kann und noch nicht gut genug, dass es wirklich einen Unterschied macht. Aber, ich glaube, das wird der größte Impact dieser Generation sein. Die Switch 2 hat auch Raytracing, sind wir ehrlich. Wofür? Um da ein bisschen future-proof zu sein. Ich glaube nicht, dass da viel Raytracing an sich passiert, aber die wollen einfach, glaube ich, die Baseline haben, dass Raytracing-Only-Spiele auch auf der Switch 2 laufen können. Das ist meine persönliche Vermutung. Ansonsten, ich fand ja so schön, Sony kann nicht ausschließen, ob eine Preiserhöhung kommt. Das ist halt Business Talk für es kommt eine Preiserhöhung. Ich Ja, meine, natürlich. sind wir mal ehrlich, was soll das? Wir können das nicht ausschließen, dass wir mehr Geld von euch wollen. Oh, und wir haben ja auch noch die perfekte Ausrede dafür, nämlich Zölle. Es ist bei Microsoft genauso der gleiche Schmarrn gewesen. Das wird jetzt auch gnadenlos ausgenutzt. Von Ja, allen mit wird den das mit den gerade gnadenlos. Zöllen, das als Ausrede zu bezeichnen, sehe ich nicht so ganz, aber was ich meinte, Sie können es nicht ausschließen, es wurde jetzt explizit nicht von den, Konsolen gesprochen, sondern sie müssen halt irgendwie, ihre Umsatzziele erreichen. Und das, ja, schrecken sie nicht davor zurück, das irgendwie an den Kunden weiterzugeben. Ob das jetzt über Konsolen ist, ob die Fernseher teurer werden. Natürlich ist wahrscheinlich die, Konsole mit einer der größten, ja, Märkte, wo sie es wahrscheinlich noch am ehesten, probieren werden. Ja, was natürlich schade ist, oder wo ich so den Eindruck habe, die Schritte werden sowieso immer kleiner von Konsole zu Konsole. Und was ich halt als Spieler sehe, ist Raytracing oder was ich vermisse. Raytracing ist halt eine optische Geschichte. Und wie das jetzt im Backend, zu entwickeln ist, ist mir als reiner Konsument, wenn ich das jetzt mal so sehe, oder der großen Masse relativ egal. Was die sehen, sind halt coole Lichteffekte. Und das, ist hübsch und alles, aber was ich halt einfach vermisse, ist zum Beispiel das Versprechen, der fehlenden Ladezeiten. Ich weiß nicht, welches Spiel das wirklich, eingehalten hat. Also, da war das coole Beispiel damals mit Ratchet& Clank. Das hatten sie so als Vorzeigeprojekt, um das darzustellen und zu zeigen. Aber da habe ich mir wenigstens mal erhofft, dass ich wirklich einen spielerischen Effekt sehe in 'nem Spiel, wo Videospiele neue Möglichkeiten haben. Bei Spider-Man war das noch relativ beeindruckend, weil diese große Welt schnell reingeladen werden konnte. Aber, also, richtig umgesetzt, fand ich, dass es das auch nicht mehr worden. Da ist viel versprochen worden, aber genutzt wird es halt auch nicht. Und mir fielen einfach die Veränderungen, die neuen spielerischen, Neuerungen und nicht nur mehr Grafik und höhere Auflösung, mehr Framerate. Also, ganz kurz noch mal zu den Zöllen zurückzukommen. Weil ich finde schon, das wird gerade gnadenlos ausgenutzt, weil erstens das, was, Trump gerade veranstaltet in Amerika, ist ja auch ein das ist ja jeden Tag, du wachst auf und kannst 'ne Münze werfen, ob es jetzt besser oder schlechter gerade ist, was die Zölle angeht. Das heißt, es gibt ja eine sehr unstete Situation, und wie wird darauf reagiert? Es wird weltweit die Preise erhöht, um das zu subventionieren, obwohl gar nicht klar ist, wie diese Zölle sich entwickeln. Und wir wissen alle, dass die Preise nicht runtergehen werden, falls jetzt die Zölle irgendwie niedriger werden als gedacht. Für mich ist es 'ne Ausnutzen der Situation. Man greift hier wirklich den Markt außerhalb von Amerika ab, um hier schön Geld zu machen. Das machen alle. Also, ich meine, klar, weil es ja auch funktioniert, muss man auch dazu sagen. Na ja, Ähm, er macht halt Angst, aber wenn ich, mir vorstelle, ich hätte ein Business und ich weiß nicht, wo die Situation hingeht, dann fahre ich auch lieber sicherer und gucke, dass ich jetzt Geld reinkriege. Und ja, dann bin ich gezwungen, erstmal, wenn ich mein Business am Laufen halten will, und die Situation ist so unsicher, dann kann ich das schon gut nachvollziehen. Natürlich will ich nicht abstreiten, dass es auch in gewisser Weise ausgenutzt wird und jetzt wieder wie damals bei den Grafikkarten,
geguckt wird, was können wir den Leuten überhaupt zutrauen, was sind die Leute bereit, wie damals bei den Grafikkarten, bereit überhaupt zu zahlen. Und dann haben sie das ein bisschen ausgelotet, haben gemerkt, wo das hingeht. Und seitdem sind die Preise auch, wenn dann nur minimal wieder runtergegangen. Also da stimme ich dir zu, dass die Preise dann wieder fallen, das sehe ich auch nicht. Hm. Und, ja, was das gerade mit dem, Raytracing oder also, ich sage es mal so, wie es ist. Meiner Meinung nach, die wie haben sie es damals in der Marketingkampagne genannt mit der schnellen SSD? Ja, wo sie auch gesagt haben: „Dein Computer hat so schnelle SSD“, was ja absoluter Quatsch. Das war halt einfach Blast Processing Geschwätz. Also, genauso wie Adaptive Controller war was kam denn da im Endeffekt bei rum? Ja, Astrobot, gut, ne? Das war wohl ziemlich cool und so 2 First Party, aber im Endeffekt war das auch alles Quatsch. Und was bringt uns denn SSDs, also schnellere bis gar keine Ladezeiten, denn außer eben, dass die Welt schneller geladen wird? Gut, ja, das mit Ratchet& Clank war 'n cooles Konzept, aber das ist ja kein Konzept, was jetzt irgend 'ne neue Designphilosophie bringt. Die neue Designphilosophie ist, es gibt weniger enge Bereiche, wo sich der Charakter durchquetschen muss, damit, die Ladezeiten verborgen werden. Das ist so die neue Designphilosophie. Ähm, was ich mir erhoffe durch Raytracing ist eigentlich, dass die Entwicklung dadurch leichter wird, für grafisch anspruchsvolle Spiele. Auch hier ein Beispiel, Clair Obscur, was Nanite Lumen verwendet, was ja eine Form von Raytracing auch ist. Man kann man kann mit einfachen Mitteln schönere Spiele machen, was einfach auch oft 'n Verkaufsargument ist. Aber auch müssen wir, glaube ich, gar nicht drüber reden. Das zieht halt auch einfach und dann kleinere Teams entsprechend sich auch auf Gameplay fokussieren können. Also hier Clair Obscur ist für mich auch definitiv ein Beispiel dafür. Das Spiel ist wunderschön. Das haben sie mit 30 Leuten gemacht. Muss man auch dazu sagen. Ah, Ja, sie haben auch 'n bisschen extern eingekauft, aber nicht in dem Rahmen, dass sich das so krass bemerkbar macht. Also, ich Ja, habe auch also das Gefühl, dass es mittlerweile einfacher ist, mit kleineren Teams, grafisch beeindruckendere ja, Spiele zu machen. Das stimmt schon, dass da ein bisschen effektiver gearbeitet werden kann. Aber ich glaube, im Gegenzug, wenn wir jetzt auf Triple-A gucken, werden die Dinge halt exponentiell so viel größer, ähm, dass das auch nicht den gewünschten Effekt hat. Ich meine, wenn wir jetzt so ein Double-A-Studio haben, denen kommt das wahrscheinlich entgegen und ja, das finde ich auch cool, gar keine Frage. In größeren Produktionen, glaube ich, geht dieses effektivere Arbeiten in der Hinsicht dann im Großen und ja. Ganzen verpufft das auch wieder so. Ich rede ja auch, von Double A Ja, und, ja, ist gut. kleineren Titeln, weil das sage ich ja schon seit Monaten. Wir brauchen mehr Double A und Clear Obscur hat mich halt nur in dieser Meinung noch mehr verstärkt. Wir brauchen nicht diese Triple A oder, Quattro A-Titel, die Millionen kosten, Hunderte Millionen kosten. Das brauchen wir, glaube ich, nicht, sondern wir brauchen mal fokussiertere Spiele, die aber durch 'ne Optik halt, ich sage mal, auch den Casual-Spieler, der sich nicht so viel informiert, sondern eben, oh, er sieht ein paar Szenen und kauft sich's danach, die kann man damit abholen. Und das ist meine persönliche Hoffnung zu Raytracing, Nanite Lumen, nenn wie du's willst, also, ne, diese dynamisch berechnete, Licht, was auch dafür sorgt, weil dieses Baken ist wirklich ein unheimlich aufwendiger Prozess, den sollte man nicht unterschätzen und da kann es einfach helfen. Ja, okay. André, Michi, habt ihr noch irgendwas dazu? Micha, das muss jetzt langsam mal. Ja, er ist Mischa und der andere ist Michi. Ist doch nicht so Ich habe schwer. es gemerkt, als ich es gesagt habe. Nein, habt ihr noch, irgendwas, in der Hinsicht? Ähm, nicht wirklich in der Hinsicht, in Sachen News meinst du? Oder zu der News, die wir gerade bequatscht haben? Ähm, prinzipiell nur so, was ich noch spannend fand die Woche war, dass die Switch 2 Specs raus sind und dass ja mehr oder weniger jetzt schwarz auf weiß nachvollziehbar ist, was es für ein System werden wird und was es auf dem Papier kann. So die Diskussion war sehr spannend irgendwie zu verfolgen, dass viele Stimmen halt da sind, die sagen so, ja, das Rock X Ally ist stärker, was weiß Mhm. ich. Und ähm, zu einem gewissen Grad klar, ne? Mehr rohe Power, deutlich teurer, braucht mehr Watt, um da hinzukommen und so weiter. Ähm,
Und es scheint zumindest so, wenn man sich das so anguckt, dass, da 'n extrem effizientes System entstanden ist, das mit super wenig Watt halt extrem gute Leistung, schafft. Und mit dem, was drin ist, wirkt's ja gut, zum Preis, ne, muss jeder selber wissen, ob er das jetzt für zu teuer hält für sich oder nicht. Ähm, Ich habe das Gefühl, dass da 'n sehr ausbalanciertes System auf uns zukommt, was halt wirklich auch wieder die Chance hat, sehr lange irgendwie am Markt zu bleiben. Mhm. Ich habe auch das Gefühl, dass selten bei einer Nintendo-Konsole so sehr auf die Hardware-Specs geguckt wurde wie bei der Switch 2. Also gerade dadurch, dass jetzt die Switch 1 so ins Hintertreffen geraten ist mit der Leistung bei aktuellen Spielen, und das Verlangen so groß war auf eine leistungsstärkere Konsole. Ähm, ja, da habe ich bei Nintendo bei neuen Ankündigungen von Konsolen selten so viel Diskussion über die Leistungen gesehen als wie jetzt bei der Switch 2. Ja. Was ich cool finde, ist ja, dass die Leaks so vor 3 Jahren, glaube ich, dass die ja on point waren. Das waren wirklich richtige Leaks. Sehr, sehr sehr, sehr cool. D Digital Foundry hat es ja auch erwähnt, das ist tatsächlich auch 'n sehr cooler Einblick, mal zu sehen, wie lange so was dauert, so 'ne Konsole zu entwickeln. Mhm. Also, ne, die haben ja tatsächlich nicht so viel in diesen 3 Jahren, ich sage mal, geändert an der Hardware selber, sondern sind dabei geblieben und haben wahrscheinlich die Hardware dann noch mal optimiert, dass es auch sehr gut läuft. Ich bin mal gespannt, wie stark die Auswirkung von GameChat sein wird, weil GameChat wird auch Leistung fressen. Ähm, und ich glaube nicht unerheblich. Es gibt wohl auch, habe ich gelesen, jetzt so 'n Modus für Devs, die GameChat emulieren oder den Verbrauch emulieren, dass sie gucken können: „Okay, wie sieht das aus, wenn GameChat aktiviert ist? Wie ist dann die Leistung von dem Spiel?“ Das sind keine guten Zeichen. Ich weiß nicht, ob da Nintendo zu viel wollte für die Hardware. Ich glaube, da hätten sie lieber dann noch mal 'n bisschen mehr in die Hardware stecken sollten, weil ganz ehrlich, bei so viel wie die Switch 2 kostet, hätten sie noch 'n bisschen mehr reinballern können, um das auszubalancieren, finde ich. Der Rest sieht, super gut aus, super spannend, und auch so Diskussionen mit ROG Ally oder auch Steam Deck, muss man auch sagen. Ähm, die Optimierung für die Switch 2 wird natürlich 'n ganz anderes Niveau haben, ne? Ich glaube, Steam Deck wird auch mittlerweile relativ gut optimiert, weil ja das 'ne Hardware ist, die gesetzt ist, aber bei diesen ganzen anderen Handhelds wird man niemals diese Effizienz erreichen wie bei 'ner Switch. Ja, ich glaube auch, das macht halt auch einfach aus, dass Nintendo da ein paar Euro mehr in der Hinterhand hat und für das Research and Development 'n bisschen mehr Finanzmittel hat als jetzt die ganzen Handheld-PCs, wobei Steam Deck vielleicht noch ein bisschen extra ist, aber äh, das glaube ich, da ist einfach dann zu merken, dass da ein bisschen Kohle mehr hintersteckt. Was ich auch spannend finde, wo du sagtest, dass die Leaks damals schon alle gestimmt haben, dass es auch schwierig ist abzuschätzen, wenn ich jetzt 3 Jahre eine Konsole entwickle, mit der aktuellen verfügbaren Hardware und stöpsel das zusammen, dass das dann in 3 Jahren, wenn das released, noch zukunftsfähig genug ist, um eine Konsolengeneration, also, Mhm, du musst quasi eine Konsole bauen, die im Prinzip schon auf 10 Jahre ausgelegt ist. Ähm, das ist, glaube ich, auch nicht ganz so einfach. ja. Haben wir ja Deswegen zum Glück alle. ja, ich war tatsächlich überrascht, dass Nintendo sich deswegen für Ampere entschieden hat. Ich dachte, sie würden enger mit Nvidia zusammenarbeiten, um jetzt auch, wie hieß noch mal von der 4000er Generation? Weiß ich grad nicht mehr. Ampere ist ja 3000er Generation gewesen. Um das da 'n bisschen mehr abzuholen, ist interessant, weil zum Beispiel Microsoft und, Sony arbeiten ja sehr, sehr eng mit AMD zusammen, ne, die ja sehr krasse Custom Chips machen. Switch 1 war Vanilla Tegra, ne? Da war ja nix Custom. Das ist immerhin neu. Der Chip ist wirklich Custom. Also, sie haben diesmal viel enger mit Nvidia zusammengearbeitet. Deswegen wundert's mich, dass es dann nur Ampere ist, aber ich glaube, die Leistung wird auf jeden Fall mal für 5, 6 Jahre ausreichen. Ich könnte mir vorstellen, also ich kann es natürlich nicht belegen oder so, aber die Tatsache, dass sie halt einen älteren Fertigungsprozess benutzen und ältere Hardware benutzen, ich könnte mir schon vorstellen, dass es da halt Synergieeffekte gibt, halt auch ältere Technik zu nutzen, die halt etabliert ist mit Fabriken, die am Markt sind, die aber auch gar nicht mehr so belegt werden wie, Sachen Ja. für moderne Fertigungsprozesse. Ja, wir hatten das Du hast damals halt 'ne schon. stabile Pipeline einfach.
Ja, Ja, wir hatten das immer. damals schon in der Handheld-Folge, als wir den Gameboy gebaut haben, der quasi auch technisch zurück war, aber dafür halt auch günstig in der Produktion. Günstig ist jetzt bei der Switch 2 so eine Sache, aber das hat andere Gründe. Ja, aber da war Nintendo eigentlich schon immer hinterher, das lieber ein bisschen sicher und ja, im Prinzip wie so ein Dacia. Die kriegen die Motoren, die bei Renault funktioniert haben und dann bauen wir ein günstiges Auto mit. Ja. Ich Ja, finde das es ist ein ein bisschen guter Punkt. schade, dass bei der Switch 2 mir fehlt da ein bisschen die Innovation. Irgendwie hatten die letzten, zumindest Konsolen von Nintendo, hatten immer irgendwas, was so einen Kaufanreiz für mich gegeben hat. Sei es also der Nintendo 64 mit dem Controller und der ganze 3D-Bewegungskram, dann sowieso die Wii mit der neuen Steuerung. Dann hatten wir auch, wenn sie ungern genannt wird, die Wii U mit dem Monitor, der eigentlich das Sprungbrett für die Switch dann war, aber das war auch ein geiles System, dass du einen Spieler hattest, der was anderes sehen konnte als alle anderen und dann ja die Switch mit diesem Mobil und, Dock-Modus und ich war ein bisschen enttäuscht, dass es jetzt einfach nur Switch 2 ist so. Das ist so ein Mhm. so, wir machen jetzt einfach wir fahren jetzt die PlayStation-Schiene, knallen bessere Hardware rein. Im Prinzip, sieht es genauso aus, ist nur besser. So, da war ich ein bisschen enttäuscht. Und dann auch Ja, noch das ist so auch das, teuer. und das ist ein bisschen das, was ich meinte, wo mir das halt auch in den Konsolensprüngen, bei den anderen Konsolenherstellern, ich meine, die fahren schon länger die Schiene, dass die Konsole einfach leistungsstärker wird. Aber ich habe auch gedacht, gerade bei Nintendo, dass wieder so ein typisches Gimmick irgendwie mit der Konsole kommt. Manchmal haben sich diese Gimmicks natürlich als totaler Quatsch rausgestellt und dann haben das 3 Spiele gemacht und dann war das Ding auch durch. Das Einzige, was wir jetzt als Gimmick so ein bisschen bekommen, ist wahrscheinlich die Maussteuerung, dass man die Nunchucks, quasi senkrecht stellen kann, und dann quasi als Maus, benutzen kann. Wo ich aber auch Lob für gehört habe, ist, dass es auf vielen Untergründen gut funktioniert und dass es quasi, ja, direkt vom Mausmodus in den Controller-Modus geht, dass man quasi im Spiel, ohne irgendwas umstellen zu müssen, direkt wechseln kann. Also, die Leute, die das immer gelobt haben, haben auf der Präsentation meistens Metroid gespielt und sind dann zu einem Boss gekommen, und haben dann quasi vom Mausmodus in den Controller-Modus gewechselt. War 'n Ja. Riesensprung, 'ne Maus, also Mäuse haben wir, seit wir PCs haben, ne? Also, Ich will jetzt nicht kleinreden, aber irgendwie fehlt mir mir fehlt da der Kaufgrund, weil bei mir waren die anderen Konsolen hatten immer irgendwas, wo ich sage: „So, das hat jetzt kein anderer, ne? Mhm. Deswegen kaufe ich mir das Ding jetzt.“ ich glaube, das Gimmick, wo sie auch viel Zeit in der Präsentation investiert haben, ist Game Chat tatsächlich. Ich glaube, das könnte groß werden. Das könnte auch das Online-Gaming noch mal 'n bisschen verändern in Richtung mehr Social, weil Nintendo war ja auch immer so das Couch-Koop, Konsole und Ja, aber Couch-Koop ist du kannst mir doch jetzt nicht als Gimmick verkaufen, dass hm, du dich siehst beim Spielen, dass du 'ne natürlich ist Webcam das einblendest und plötzlich 'n Sprachchat hast. Also, das haben wir seit PlayStation 3 und Xbox 360. Dass da Nintendo jetzt hinterher ist, aber dann brauchen sie mir das nicht als die große Innovation verkaufen. ja, ja, Letztendlich hast du 'n Gimmick. Sprachchat ja auch schon bei der jetzigen Switch über die App. Das haben sie ja Ich rede jetzt ja nicht schon, drin, ne? Ich rede ja nicht vom reinen Sprachchat. Ich rede davon von das mit der Kamera, mit dem Sharing, dass du de deinen Kopf da drin siehst und sowas, dass du mehr miteinander interagieren kannst. Ich meine, wir reden ja auch von 'nem Gimmick. Wir reden jetzt nicht von der großen Innovation, sondern von 'ner Sache, die auffällt einfach, die 'n bisschen was ändert, weil 'n Gimmick wird ja auch oft negativ dargestellt, muss man auch dazu sagen, ne? Aber ich glaube, das ist so eher das herausstechende Gimmick, dass sie da versuchen, einfach das Socializing in Multiplayer noch mal mehr reinzubekommen. Ich weiß nicht, ob's Erfolg hat, weil die Kamera auch einfach arschteuer ist für ein Gimmick. Das ist so der Punkt, ne? Ähm, aber ich glaube, das ist eher das Gimmick, was sie sich wünschen, was mehr rausfällt. 'Ne richtige Innovation fehlt auf jeden Fall auch, was Nintendo fast immer eigentlich hatte. Ich meine, selbst wenn dann die Innovation als Gimmick geendet ist, wie beim Nintendo 3DS oder beim Wii U Tablet. Und ich sage jetzt, wie es ist, ich vermisse Wii U mit dem Tablet, weil ich habe asynchronen lokalen Koop geliebt. Meine Güte, war das Hammer, geil. Ich glaube, war Hammer. du willst auch hier auf, wie heißt das? Ist Blablabla Land, Nintendo Land, ne? Nintendo Land mit diesem Ja. Geistermodus von Ah, diesem ja, oder Mario-Spiel. Gott, fangen war oder das fa gut. oder Ja, fangen und so wo du was. diesen Geist finden musstest und alle anderen hatten nur Ja. so
Taschenlampen und Ja, und oh, das das Fangen und so. Und, so was fehlt mir auch bei der Switch 2, aber andererseits, die Switch wird die bestverkaufte Konsole aller Zeiten sein. Die wird die PS2 jetzt überholen. Ist es irgendwo verständlich, dass Nintendo sagt: „Ja, machen wir das Gleiche, weil wir das letzte Mal, wo sie so gut denselben Song verkauft haben nochmal. ja, das letzte Mal, wo sie das, so gut verkauft haben und was geändert haben mit der Wii U, sind sie voll auf die Fresse geflogen, auch wenn ich sage, es lag mehr am Marketing." Ähm, ich bin gespannt, ob die Maus als Gimmick startet, aber als Innovation endet, weil Nintendo halt schon immer irgendwie auch außerhalb der Box denkt, was Software angeht, häufig. Und ich mir schon vorstellen könnte, dass die in den nächsten paar Jahren einige coole Sachen damit machen. Also, das ist die erste Konsole, die halt nativ eine Maus, zwei Mäuse mit am Start hat. Kann man theoretisch coolen Kram mitmachen. Das Und ich bin da bei dir, Tristan. Ich glaube auch, dass das Game Chat-Ding gerade bei einer jüngeren Generation halt auch irgendwie zieht. So, dass die finden Streamer halt cool, ne? Die sehen Streamer irgendwie bei Twitch, die verfolgen das online und die Konsole bietet einem als einzige von den Konsolen irgendwie die Möglichkeit, das mit drin zu haben und irgendwie diese, auch wenn man die Kamera halt dazu holen muss und wir noch nicht genau wissen, ob auch andere USB-Kameras funktionieren, was möglicherweise der Fall ist. Dann kriegst du Ähm, deine Konsole direkt gebrickt. ja, genau. Jack bringen. Aber die Tatsache, zu viert zu zocken, jeder sieht den jeweils anderen Stream. Wir haben es ja vorhin haben wir schon mal drüber gesprochen mit André, als wir über die anderen Spielerlebnisse gesprochen haben. Wenn man dieses pseudosoziale Erlebnis hat, man spielt ein Singleplayer-Spiel, streamt das aber mit anderen Leuten, das ist ein völlig anderes Ding, was die anderen Konsolen gerade irgendwie nicht hinbekommen oder noch nicht haben. Oder was du bisher halt nur am PC hast. Ähm, und ich glaube, dass so der Kontext schon funktionieren kann, auch wenn das natürlich nicht vergleichbar ist mit einer Wii-Mode in Sachen Innovation. Und letzter Punkt, das Gamepad, das asynchrone lokale Spielen, kommt in irgendeiner Form ja wieder. Oh, So, ja, ich das will das. Game-Stream-Ding Ja. das Game Stream-Ding ist ja da und zumindest bei Clubhouse Games, was ich jetzt heute noch gelesen habe, das war mir gar nicht aufgefallen in dem Trailer, der lokale Multiplayer-Modus, wenn du das über Game Stream machst, zeigt dir auf beiden Bildschirmen bei Kartenspielen nur deine Hand und nicht den gesamten Also Bildschirm. Also, Mhm. kommt das, was ich mir gewünscht habe bei unserem Nintendo Talk. Dass ja, unterschiedliche Bilder gestreamt werden. Oh, geil! Also, genau. Und das jetzt ist ist halt die richtig Frage, cool. was machen Ja, Entwickler damit? Ja, ja. an denen scheitert es ja dann meistens. Also, was ich auch bei den anderen Gimmicks meinte, da kamen dann 3, 4 Spiele meist von Nintendo selbst oder zumindest irgendwie in Zusammenarbeit, die dann drauf gepocht haben: „Hier, bitte baut das ein, unser Gimmick“, um das ein bisschen zu verkaufen. Aber dann ist es halt hinten runtergefallen. Aber das macht ja das Gimmick aus. Ne, wir reden ja von Gimmick und nicht von der Innovation. Ja, aber es ist ja auch immer die Chance dabei, dass es tatsächlich abheben kann und, die Ja. Konsole, umso stärker, charakterisiert, sage ich jetzt mal. Oder halt umgedreht, ne? Ich sage nur Nintendo 3DS. Ja. Das Aber soll's Nintendo Innovation ist werden. bisher halt immer gerne dieses Risiko eingegangen. Kann natürlich auch wie die Wii U nach hinten losgehen, aber die hatten halt häufig noch mal irgend so was, ähm, und sind da 'n bisschen Risiko eingegangen. Und Dennis, du müsstest doch den Mausmodus eigentlich voll abfeiern. Du hast am Anfang der Folge doch gesagt: „Warum Ja, gibt es nicht den Stick mit der Maus?" ja, Nintendo das wäre bringt super ihn cool, raus. wenn ich da 'nen Ego-Spiel, ob das jetzt Shooter, also 'n Shooter wahrscheinlich weniger, aber, ähm, ja, wenn dann halt genau die Kombination möglich wäre. Bin ich gespannt drauf. Ähm, Ich würde sagen, in Anbetracht der Zeit, Tristan, willst du noch, Kingdom Hearts schnell durchfeuern? Ja, 2 Minuten. Für alle Kingdom Hearts Fans, Missing Link wurde gecancelt. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist, weil ich bin kein großer Mobile Game Fan, aber sollte man erwähnen. Und einen Tag später wurden dann neue Screenshots von Kingdom Hearts 4 präsentiert, wo ich sage, mir gefällt es überhaupt nicht. Das sieht viel zu realistisch aus. Das war schon bei Kingdom Hearts 3 so ein bisschen mein Problem. Ich weiß nicht, Kingdom Hearts ist für mich halt vor 3 alles mit dem ganzen Comic-Stil und bla bla bla, und Kingdom Hearts 4 sieht auch schon so realistisch aus, dass ich ehrlich bin, Ja. ich bin 'n bisschen skeptisch. Ich werde es wahrscheinlich trotzdem spielen, aber ich bin 'n bisschen skeptisch, aber 3 hatte schon massiv abgebaut.
Keine Ahnung, ob ihr Kingdom Hearts spielt, wenn nicht, zumindest Teil 1 und 2 kann ich nur wärmstens empfehlen. Kompletter Nostalgie-Kick bis zum geht nicht mehr. Mit den ganzen Disney-Figuren, super cool. Und ja, dann haben wir das auch schnell abgehandelt. Ich wollte gerade sagen, die Frisur sieht sehr nach Cloud Strife aus. Und ja, Ja es gut, das ist ja auch könnte. Final Fantasy Mix. Das ist ja Final Ja, Fantasy ja. meets Ich bin Disney. gerade am Überlegen, ob das die Engine von den aktuellen Final Fantasy Spielen sein könnte, weil das vom Licht und so weiter sieht das auch sehr danach aus. Was ich nur gerade überlegt hatte, ich glaube, die Kingdom Hearts Spiele haben sich halt immer an den Disney- bzw. Pixar-Filmen orientiert. Und da jetzt halt auch die Pixar-Filme immer realistischer aussehen, zieht es da halt wahrscheinlich ein bisschen mit. Aber muss schon sagen, ja, es sieht ungewohnt aus, so ein, Ja. ja, im Prinzip jetzt so ein Cloud Strife für Arme zu sehen. Sora ist schon der coolste, ja. Nein, er sieht aber wesentlich anders aus als früher. Ja. Also auch wenn ich da jetzt nicht tief drin stecke, ja, hat auf jeden Fall einen ganz eigenen neuen Look. Ja, und ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Sehr gut, dann haben wir es soweit geschafft. Habt ihr noch irgendwas, was euch auf der Zunge liegt, was ihr loswerden wolltet? War das ein Nein, danke, ich habe nichts mehr oder hallo, ich habe Genau. noch was? Ich habe nur Okay, noch gespielt Clair Obscur. Spielt es. Ihr ja, werdet es nicht bereuen. dann bezahlen mir gerne monatlich einen gewissen Betrag, dass ich meine Arbeit niederlegen kann. Dann habe ich 8 Stunden am Tag mehr zu zocken. Schlafen brauche ich dann auch nicht mehr ganz so viel. Da kann ich auch noch was abzwacken. Dann komme ich auch zu dem riesen Pile of Shame, der sich da anhäuft. Der Clair Obscur Wir haben darf ein nicht auf den Pile paar of tausend Shame. Leute, die uns regelmäßig gucken. Kein Problem. Ja, wenn die uns alle bezahlen, kann ich gerne meine Arbeit niederlegen und dann spielen und mehr davon erzählen. Ansonsten stürze ich mich jetzt wieder ins Böhmen des 14. Jahrhunderts und sehe mal, was da so auf mich wartet. Gut, dann haben wir es geschafft für die Woche. War sehr schön, mit euch wieder zu quatschen. War einiges los, auch wenn das eher so mittelgroße Meldungen waren, aber ja, wir finden ja dann doch immer irgendwie ein bisschen was wir da rausziehen können und ganz interessante Einblicke und cool, dass man sich da austauschen kann mit euch. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht und folgt uns gerne auf YouTube, lasst ein Abo da und einen Daumen und kommt gerne auf den Discord-Server, den wir aufgesetzt haben. Und da könnt ihr natürlich mit uns über die gespielten Spiele und die von euch gespielten Spiele diskutieren oder uns widersprechen, falls ihr irgendwas für nicht richtig haltet, was wir hier losgelassen haben. Ja, den Link dazu gibt es unten in der Beschreibung. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, habt vielen Dank fürs Zuhören und wir sehen uns demnächst wieder. Ciao. Ciao, ciao. Tschüss.